Guten Morgen. Wie geht es Ihnen heute? Guten Morgen. Wie geht es Ihnen heute? Guten Morgen. Mir geht es gut, danke. Und Ihnen? Guten Morgen. Mir geht es gut, danke. Und Ihnen? Auch gut, danke. Sind Sie bereit für unsere Deutschstunde? Auch gut, danke. Sind Sie bereit für unsere Deutschstunde? Ja, aber ich finde deutsche Grammatik schwierig. Ja, aber ich finde deutsche Grammatik schwierig. Das verstehe ich. Womit haben Sie Probleme? Das verstehe ich. Womit haben Sie Probleme? Die Artikel. Warum gibt es der, die und das? Die Artikel. Warum gibt es der, die und das? In Deutsch haben wir 3 grammatische Geschlechter maskulin, feminin und neutral. In Deutsch haben wir 3 grammatische Geschlechter maskulin, feminin und neutral. Wie weiß ich, welchen Artikel ich benutzen soll? Wie weiß ich, welchen Artikel ich benutzen soll? Es gibt einige Regeln, aber viele Wörter muss man leider lernen. Es gibt einige Regeln, aber viele Wörter muss man leider lernen. Das klingt kompliziert. Gibt es Tipps? Das klingt kompliziert. Gibt es Tipps? Ja, zum Beispiel sind viele Wörter mit er am Ende maskulin. Ja, zum Beispiel sind viele Wörter mit er am Ende maskulin. Wie der Lehrer und der Computer? Wie der Lehrer und der Computer? Genau. Und viele Wörter mit sind feminin. Genau. Und viele Wörter mit sind feminin. Wie die Zeitung und die Wohnung? Wie die Zeitung und die Wohnung? Sehr gut. Wörter mit chen und lein sind immer neutral. Sehr gut. Wörter mit chen und lein sind immer neutral. Also das Mädchen und das Häuschen? Also das Mädchen und das Häuschen? Perfekt. Sie verstehen es schon gut. Perfekt. Sie verstehen es schon gut. Danke. Was sind die wichtigsten Verben in Deutsch? Danke. Was sind die wichtigsten Verben in Deutsch? Sein und haben sind die wichtigsten. Sie sind unregelmäßig. Sein und haben sind die wichtigsten. Sie sind unregelmäßig. Können wir sein konjugieren? Können wir sein konjugieren? Gerne ich bin, du bist, er, sie, es ist. Gerne ich bin, du bist, er, sie, es ist. Wir sind, ihr seid, sie sind. Wir sind, ihr seid, sie sind. Sehr gut. Und jetzt, haben. Sehr gut. Und jetzt, haben. Ich habe, du hast, er, sie, es hat. Ich habe, du hast, er, sie, es hat. Und weiter? Und weiter? Wir haben, ihr habt, sie haben. Wir haben, ihr habt, sie haben. Ausgezeichnet.
Verstehen Sie den Unterschied zwischen regelmäßigen und unregelmäßigen Verben? Ausgezeichnet. Verstehen Sie den Unterschied zwischen regelmäßigen und unregelmäßigen Verben? Nicht ganz. Können Sie das erklären? Nicht ganz. Können Sie das erklären? Regelmäßige Verben folgen einem festen Muster. Unregelmäßige ändern ihre Form. Regelmäßige Verben folgen einem festen Muster. Unregelmäßige ändern ihre Form. Ist Spielen regelmäßig? Ist Spielen regelmäßig? Ja, spielen ist regelmäßig. Ich spiele, du spielst, er spielt. Ja, spielen ist regelmäßig. Ich spiele, du spielst, er spielt. Und lesen? Und lesen? Lesen ist unregelmäßig. Ich lese, du liest, er liest. Der Vokal ändert sich. Lesen ist unregelmäßig. Ich lese, du liest, er liest. Der Vokal ändert sich. Ah, ich verstehe den Unterschied jetzt besser. Ah, ich verstehe den Unterschied jetzt besser. Gut. Sprechen wir über die Satzstellung. Im Deutschen steht das Verb immer an zweiter Position. Gut. Sprechen wir über die Satzstellung. Im Deutschen steht das Verb immer an zweiter Position. Immer? In jedem Satz? Immer? In jedem Satz? In Aussagesätzen ja. Ich gehe heute ins Kino. Das Verb gehe ist an zweiter Stelle. In Aussagesätzen ja. Ich gehe heute ins Kino. Das Verb gehe ist an zweiter Stelle. Was ist mit Fragen? Was ist mit Fragen? Bei Fragen steht das Verb an erster Stelle. Gehst du ins Kino? Bei Fragen steht das Verb an erster Stelle. Gehst du ins Kino? Und in Nebensätzen? Und in Nebensätzen? In Nebensätzen steht das Verb am Ende. Ich weiß, dass er ins Kino geht. In Nebensätzen steht das Verb am Ende. Ich weiß, dass er ins Kino geht. Das ist anders als im Englischen. Das ist anders als im Englischen. Ja, die deutsche Satzstellung unterscheidet sich vom Englischen. Ja, die deutsche Satzstellung unterscheidet sich vom Englischen. Ist das bei allen Nebensätzen so? Ist das bei allen Nebensätzen so? Ja, bei Nebensätzen mit das, weil, wenn und anderen Konjunktionen. Ja, bei Nebensätzen mit das, weil, wenn und anderen Konjunktionen. Können Sie ein Beispiel mit weil geben? Können Sie ein Beispiel mit weil geben? Ich lerne Deutsch, weil ich nach Deutschland reisen möchte. Ich lerne Deutsch, weil ich nach Deutschland reisen möchte. Das Verb möchte steht am Ende des Nebensatzes. Das Verb möchte steht am Ende des Nebensatzes. Genau. Sie verstehen es gut. Sprechen wir über die 4 Fälle im Deutschen. Genau. Sie verstehen es gut. Sprechen wir über die 4 Fälle im Deutschen. 4 Fälle? Das klingt kompliziert. 4 Fälle? Das klingt kompliziert. Wir haben Nominativ, Akkusativ, Dativ und Genitiv. Wir haben Nominativ, Akkusativ,
Dativ und Genitiv. Wozu braucht man diese Fälle? Wozu braucht man diese Fälle? Sie zeigen die Funktion des Nomens im Satz an. Sie zeigen die Funktion des Nomens im Satz an. Können Sie ein Beispiel geben? Können Sie ein Beispiel geben? In Nominativ, der Mann liest ein Buch. Der Mann ist das Subjekt. In Nominativ, der Mann liest ein Buch. Der Mann ist das Subjekt. Und im Akkusativ? Und im Akkusativ? Ich sehe den Mann. Den Mann ist das direkte Objekt, daher Akkusativ. Ich sehe den Mann. Den Mann ist das direkte Objekt, daher Akkusativ. Der Artikel ändert sich von der zu den? Der Artikel ändert sich von der zu den? Genau. Im Dativ, ich gebe dem Mann ein Buch. Genau. Im Dativ, ich gebe dem Mann ein Buch. Und im Genitiv? Und im Genitiv? Das Buch des Mannes ist interessant. Des Mannes zeigt Besitz an. Das Buch des Mannes ist interessant. Des Mannes zeigt Besitz an. Die Artikel ändern sich also je nach Fall? Die Artikel ändern sich also je nach Fall? Ja, und manchmal auch die Endungen der Nomen. Ja, und manchmal auch die Endungen der Nomen. Das ist wirklich kompliziert. Das ist wirklich kompliziert. Mit Übung wird es leichter. Lassen Sie uns die Artikel im Akkusativ üben. Mit Übung wird es leichter. Lassen Sie uns die Artikel im Akkusativ üben. Gerne. Was passiert mit der, die, das im Akkusativ? Gerne. Was passiert mit der, die, das im Akkusativ? Der wird zu, den, die, bleibt, die, und das, bleibt, das. Der wird zu, den, die, bleibt, die, und das, bleibt, das. Also nur maskuline Nomen ändern sich? Also nur maskuline Nomen ändern sich? Genau. Ich sehe den Mann, die Frau und das Kind. Genau. Ich sehe den Mann, die Frau und das Kind. Das kann ich mir merken. Das kann ich mir merken. Sehr gut. Im Dativ ändern sich alle Artikel, dem Mann, der Frau, dem Kind. Sehr gut. Im Dativ ändern sich alle Artikel, dem Mann, der Frau, dem Kind. Und im Plural? Und im Plural? Im Pluraldativ immer, den, plus Endung n, den Männern, den Frauen, den Kindern. Im Pluraldativ immer, den, plus Endung n, den Männern, den Frauen, den Kindern. Warum brauchen die Nomen im Pluraldativ ein N? Warum brauchen die Nomen im Pluraldativ ein N? Das ist eine grammatische Regel im Deutschen. Es gibt wenige Ausnahmen. Das ist eine grammatische Regel im Deutschen. Es gibt wenige Ausnahmen. Gibt es eine einfache Methode, um die Fälle zu lernen? Gibt es eine einfache Methode, um die Fälle zu lernen? Übung ist am wichtigsten. Und lernen Sie Nomen immer mit Ihrem Artikel.
Übung ist am wichtigsten. Und lernen Sie Nomen immer mit Ihrem Artikel. Also der Tisch, nicht nur Tisch? Also der Tisch, nicht nur Tisch? Genau. So wissen Sie gleich das Geschlecht. Genau. So wissen Sie gleich das Geschlecht. Was sind Modalverben? Was sind Modalverben? Modalverben sind besondere Verben wie können, müssen, wollen. Modalverben sind besondere Verben wie können, müssen, wollen. Wie benutzt man sie? Wie benutzt man sie? Sie verändern die Bedeutung des Hauptverbs. Ich kann Deutsch sprechen. Sie verändern die Bedeutung des Hauptverbs. Ich kann Deutsch sprechen. Das Hauptverb steht am Ende? Das Hauptverb steht am Ende? Ja, und in der Infinitivform ohne zu. Ja, und in der Infinitivform ohne zu. Gilt das für alle Modalverben? Gilt das für alle Modalverben? Ja, die wichtigsten sind können, müssen, dürfen, wollen, sollen und mögen. Ja, die wichtigsten sind können, müssen, dürfen, wollen, sollen und mögen. Wie konjugiert man können? Wie konjugiert man können? Ich kann, du kannst, er, sie, es kann, wir können, ihr könnt, sie können. Ich kann, du kannst, er, sie, es kann, wir können, ihr könnt, sie können. Sind Modalverben regelmäßig oder unregelmäßig? Sind Modalverben regelmäßig oder unregelmäßig? Sie sind unregelmäßig und haben besondere Formen. Sie sind unregelmäßig und haben besondere Formen. Das muss ich mir merken. Das muss ich mir merken. Sprechen wir über Präpositionen. Sie sind sehr wichtig im Deutschen. Sprechen wir über Präpositionen. Sie sind sehr wichtig im Deutschen. Was sind Präpositionen genau? Was sind Präpositionen genau? Wörter wie in, auf, mit, zu, die Beziehungen anzeigen. Wörter wie in, auf, mit, zu, die Beziehungen anzeigen. Mit welchem Fall werden sie benutzt? Mit welchem Fall werden sie benutzt? Das ist unterschiedlich. Einige mit Akkusativ, andere mit Dativ, manche mit beiden. Das ist unterschiedlich. Einige mit Akkusativ, andere mit Dativ, manche mit beiden. Können Sie Beispiele geben? Können Sie Beispiele geben? Mit Akkusativ, für, durch, ohne, gegen, um. Mit Dativ, mit, nach, aus, zu, von. Mit Akkusativ, für, durch, ohne, gegen, um. Mit Dativ, mit, nach, aus, zu, von. Und welche mit beiden? Und welche mit beiden? In, an, auf, über, unter, mit Dativ für Ort, mit Akkusativ für Richtung. In, an, auf, über, unter, mit Dativ für Ort, mit Akkusativ für Richtung. Wie merke ich mir das? Wie merke ich mir das? Eine Frage hilft, wo, für Dativ, wohin, für Akkusativ. Eine Frage hilft, wo, für Dativ,
wohin, für Akkusativ. Also ich bin in dem Haus, Dativ, und ich gehe in das Haus, Akkusativ. Also ich bin in dem Haus, Dativ, und ich gehe in das Haus, Akkusativ. Perfekt. Sie verstehen es sehr gut. Perfekt. Sie verstehen es sehr gut. Diese Regel hilft mir sehr. Diese Regel hilft mir sehr. Sprechen wir über Adjektive. Im Deutschen bekommen sie Endungen. Sprechen wir über Adjektive. Im Deutschen bekommen sie Endungen. Wann bekommen Sie Endungen? Wann bekommen Sie Endungen? Wenn sie vor einem Nomen stehen, der große Mann. Wenn sie vor einem Nomen stehen, der große Mann. Und die Endungen sind unterschiedlich je nach Artikel? Und die Endungen sind unterschiedlich je nach Artikel? Ja, sie hängen vom Artikel, Geschlecht, Fall und Numerus ab. Ja, sie hängen vom Artikel, Geschlecht, Fall und Numerus ab. Das klingt sehr kompliziert. Das klingt sehr kompliziert. Es folgt Mustern. Mit bestimmtem Artikel im Nominativ, der große Mann. Es folgt Mustern. Mit bestimmtem Artikel im Nominativ, der große Mann. Und mit unbestimmtem Artikel? Und mit unbestimmtem Artikel? Ein großer Mann, die Endung ist anders. Ein großer Mann, die Endung ist anders. Warum ist das so? Warum ist das so? Weil ein keine Geschlechtsinformation gibt, übernimmt das Adjektiv diese Funktion. Weil ein keine Geschlechtsinformation gibt, übernimmt das Adjektiv diese Funktion. Das ist logisch, aber schwer zu merken. Das ist logisch, aber schwer zu merken. Mit Übung wird es automatisch. Lassen Sie uns über Zeitformen sprechen. Mit Übung wird es automatisch. Lassen Sie uns über Zeitformen sprechen. Welche Zeitformen gibt es im Deutschen? Welche Zeitformen gibt es im Deutschen? Die wichtigsten sind Präsens, Perfekt, Präteritum und Futur. Die wichtigsten sind Präsens, Perfekt, Präteritum und Futur. Wie bildet man das Perfekt? Wie bildet man das Perfekt? Mit haben oder sein plus Partizip 2, ich habe gegessen. Mit haben oder sein plus Partizip 2, ich habe gegessen. Wann benutzt man sein statt haben? Wann benutzt man sein statt haben? Bei Verben der Bewegung und Zustandsänderung, ich bin gefahren. Bei Verben der Bewegung und Zustandsänderung, ich bin gefahren. Und wie bildet man das Partizip 2? Und wie bildet man das Partizip 2? Bei regelmäßigen Verben G und Verbstamm und T, gespielt. Bei regelmäßigen Verben G und Verbstamm und T, gespielt. Und bei unregelmäßigen? Und bei unregelmäßigen? Oft mit Vokaländerung, gehen gegangen, lesen gelesen. Oft mit Vokaländerung, gehen gegangen, lesen gelesen. Diese muss ich auswendig lernen? Diese muss ich auswendig lernen?
Ja, aber mit der Zeit werden sie vertraut. Ja, aber mit der Zeit werden sie vertraut. Wann benutzt man Perfekt und wann Präteritum? Wann benutzt man Perfekt und wann Präteritum? Perfekt im Gespräch, Präteritum beim Schreiben und für sein, haben, Modalverben. Perfekt im Gespräch, Präteritum beim Schreiben und für sein, haben, Modalverben. Also sage ich habe gegessen, aber schreibe ich aß? Also sage ich habe gegessen, aber schreibe ich aß? Genau. Sie verstehen die Regel sehr gut. Genau. Sie verstehen die Regel sehr gut. Und das Futur? Und das Futur? Mit werden plus Infinitiv, ich werde Deutsch lernen. Mit werden plus Infinitiv, ich werde Deutsch lernen. Benutzt man das oft? Benutzt man das oft? Nicht so oft, oft reicht das Präsens mit Zeitangabe, morgen lerne ich Deutsch. Nicht so oft, oft reicht das Präsens mit Zeitangabe, morgen lerne ich Deutsch. Das macht die Sache einfacher. Das macht die Sache einfacher. Ja, Deutsch kann praktisch sein. Sprechen wir über Pronomen. Ja, Deutsch kann praktisch sein. Sprechen wir über Pronomen. Was sind die Personalpronomen im Nominativ? Was sind die Personalpronomen im Nominativ? Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, sie. Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, sie. Und im Akkusativ? Und im Akkusativ? Mich, dich, ihn, sie, es, uns, euch, sie, sie. Mich, dich, ihn, sie, es, uns, euch, sie, sie. Die ändern sich also auch je nach Fall? Die ändern sich also auch je nach Fall? Ja, und im Dativ, mir, ihr, ihm, ihr, ihm, uns, euch, ihnen, ihnen. Ja, und im Dativ, mir, ihr, ihm, ihr, ihm, uns, euch, ihnen, ihnen. Das ist viel zu merken. Das ist viel zu merken. Übung macht den Meister. Versuchen Sie, jeden Tag ein bisschen zu üben. Übung macht den Meister. Versuchen Sie, jeden Tag ein bisschen zu üben. Ich versuche es. Was sind die Possessivpronomen? Ich versuche es. Was sind die Possessivpronomen? Mein, dein, sein, ihr, sein, unser, euer, ihr, sie zeigen Besitz an. Mein, dein, sein, ihr, sein, unser, euer, ihr, sie zeigen Besitz an. Und sie bekommen auch Endungen? Und sie bekommen auch Endungen? Ja, wie Artikel, mein Buch, meine Tasche, je nach Geschlecht und Fall. Ja, wie Artikel, mein Buch, meine Tasche, je nach Geschlecht und Fall. Die deutsche Grammatik ist wirklich komplex. Die deutsche Grammatik ist wirklich komplex. Sie machen das sehr gut. Noch eine wichtige Sache: trennbare Verben. Sie machen das sehr gut. Noch eine wichtige Sache: trennbare Verben. Was sind trennbare Verben?
Was sind trennbare Verben? Verben mit Präfix wie anfangen, aufstehen, einkaufen. Verben mit Präfix wie anfangen, aufstehen, einkaufen. Was passiert mit diesen Verben? Was passiert mit diesen Verben? Im Hauptsatz trennt sich das Präfix ab und geht ans Ende, ich fange heute an. Im Hauptsatz trennt sich das Präfix ab und geht ans Ende, ich fange heute an. Und in Nebensätzen? Und in Nebensätzen? Da bleibt das Verb zusammen und steht am Ende, ich weiß, dass ich heute anfange. Da bleibt das Verb zusammen und steht am Ende, ich weiß, dass ich heute anfange. Diese Regeln sind logisch, aber anders als in meiner Sprache. Diese Regeln sind logisch, aber anders als in meiner Sprache. Sprachen haben unterschiedliche Logiken. Das macht sie interessant. Sprachen haben unterschiedliche Logiken. Das macht sie interessant. Ja, das stimmt. Es ist herausfordernd, aber interessant. Ja, das stimmt. Es ist herausfordernd, aber interessant. Haben Sie noch Fragen zur deutschen Grammatik? Haben Sie noch Fragen zur deutschen Grammatik? Ja, was sind reflexive Verben? Ja, was sind reflexive Verben? Verben, die mit einem Reflexivpronomen benutzt werden, sich waschen. Verben, die mit einem Reflexivpronomen benutzt werden, sich waschen. Also ich wasche mich, du wäschst dich? Also ich wasche mich, du wäschst dich? Genau. Das Reflexivpronomen ändert sich mit der Person. Genau. Das Reflexivpronomen ändert sich mit der Person. Gibt es viele reflexive Verben im Deutschen? Gibt es viele reflexive Verben im Deutschen? Ja, einige wichtige sind sich freuen, sich interessieren, sich erinnern. Ja, einige wichtige sind sich freuen, sich interessieren, sich erinnern. Die muss ich mir merken. Die muss ich mir merken. Versuchen Sie, jeden Tag ein paar neue Grammatikregeln zu üben. Versuchen Sie, jeden Tag ein paar neue Grammatikregeln zu üben. Ich werde jeden Tag ein bisschen Deutsch lernen. Ich werde jeden Tag ein bisschen Deutsch lernen. Sehr gut. Grammatik braucht Zeit und Übung. Sehr gut. Grammatik braucht Zeit und Übung. Danke für Ihre Hilfe und Geduld. Danke für Ihre Hilfe und Geduld. Gerne. Sie machen das sehr gut. Bis zur nächsten Stunde. Gerne. Sie machen das sehr gut. Bis zur nächsten Stunde. Auf Wiedersehen und vielen Dank. Auf Wiedersehen und vielen Dank. Hallo. Wie geht es dir heute? Hallo. Wie geht es dir heute? Hallo. Mir geht es gut, danke. Und dir? Hallo. Mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Das Wetter ist schön, oder? Mir geht es auch gut. Das Wetter ist schön, oder? Ja, die Sonne scheint.
Ich mag dieses Wetter sehr. Ja, die Sonne scheint. Ich mag dieses Wetter sehr. Ich auch. Es ist perfekt für einen Spaziergang. Ich auch. Es ist perfekt für einen Spaziergang. Stimmt. Bist du oft hier im Park? Stimmt. Bist du oft hier im Park? Ja, fast jeden Tag. Ich wohne in der Nähe. Ja, fast jeden Tag. Ich wohne in der Nähe. Das ist praktisch. Ich bin heute zum ersten Mal hier. Das ist praktisch. Ich bin heute zum ersten Mal hier. Wirklich? Wie gefällt es dir? Wirklich? Wie gefällt es dir? Es ist sehr schön. So viele Bäume und Blumen. Es ist sehr schön. So viele Bäume und Blumen. Ja, der Park ist großartig zum Entspannen. Ja, der Park ist großartig zum Entspannen. Was machst du sonst gerne in deiner Freizeit? Was machst du sonst gerne in deiner Freizeit? Ich lese gerne Bücher. Und ich höre Musik. Ich lese gerne Bücher. Und ich höre Musik. Welche Art von Musik hörst du? Welche Art von Musik hörst du? Ich mag Popmusik und manchmal auch Rock. Und du? Ich mag Popmusik und manchmal auch Rock. Und du? Ich höre gerne klassische Musik. Es beruhigt mich. Ich höre gerne klassische Musik. Es beruhigt mich. Das ist interessant. Spielst du ein Instrument? Das ist interessant. Spielst du ein Instrument? Nein, leider nicht. Aber ich singe gerne. Nein, leider nicht. Aber ich singe gerne. Singen ist auch toll. Hast du Haustiere? Singen ist auch toll. Hast du Haustiere? Ja, ich habe eine Katze. Sie heißt Mimi. Ja, ich habe eine Katze. Sie heißt Mimi. Oh, Katzen sind süß. Ist Mimi verspielt? Oh, Katzen sind süß. Ist Mimi verspielt? Ja, sehr. Sie jagt gerne Bällen hinterher. Ja, sehr. Sie jagt gerne Bällen hinterher. Das klingt lustig. Ich habe einen Hund. Das klingt lustig. Ich habe einen Hund. Wie heißt dein Hund? Wie heißt dein Hund? Er heißt Max. Er ist sehr freundlich. Er heißt Max. Er ist sehr freundlich. Hunde sind tolle Begleiter. Gehst du oft mit Max spazieren? Hunde sind tolle Begleiter. Gehst du oft mit Max spazieren? Ja, jeden Morgen und jeden Abend. Ja, jeden Morgen und jeden Abend. Das hält dich fit. Was arbeitest du? Das hält dich fit. Was arbeitest du? Ich bin Programmierer. Ich arbeite im Büro.
Ich bin Programmierer. Ich arbeite im Büro. Und ich bin Ärztin. Ich arbeite im Krankenhaus. Und ich bin Ärztin. Ich arbeite im Krankenhaus. Ärztin? Das ist ein wichtiger Beruf. Ärztin? Das ist ein wichtiger Beruf. Ja, es ist manchmal stressig, aber auch sehr erfüllend. Ja, es ist manchmal stressig, aber auch sehr erfüllend. Das glaube ich dir. Musst du heute noch arbeiten? Das glaube ich dir. Musst du heute noch arbeiten? Nein, heute habe ich frei. Gott sei Dank. Nein, heute habe ich frei. Gott sei Dank. Das ist schön. Was machst du an deinem freien Tag? Das ist schön. Was machst du an deinem freien Tag? Ich treffe später eine Freundin. Wir gehen Kaffee trinken. Ich treffe später eine Freundin. Wir gehen Kaffee trinken. Das klingt gut. Trinkst du gerne Kaffee? Das klingt gut. Trinkst du gerne Kaffee? Ja, ich liebe Kaffee. Besonders Cappuccino. Ja, ich liebe Kaffee. Besonders Cappuccino. Ich trinke lieber Tee. Grüner Tee ist mein Favorit. Ich trinke lieber Tee. Grüner Tee ist mein Favorit. Grüner Tee ist auch sehr gesund. Grüner Tee ist auch sehr gesund. Was isst du gerne zum Frühstück? Was isst du gerne zum Frühstück? Normalerweise esse ich Müsli mit Joghurt und Obst. Normalerweise esse ich Müsli mit Joghurt und Obst. Das ist ein gesundes Frühstück. Das ist ein gesundes Frühstück. Und was isst du gerne? Und was isst du gerne? Ich esse oft Brot mit Käse oder Marmelade. Ich esse oft Brot mit Käse oder Marmelade. Klassisch und lecker. Kochst du gerne? Klassisch und lecker. Kochst du gerne? Ja, ich koche gerne am Wochenende. Einfache Gerichte. Ja, ich koche gerne am Wochenende. Einfache Gerichte. Was ist dein Lieblingsgericht zum Kochen? Was ist dein Lieblingsgericht zum Kochen? Ich mache gerne Nudeln mit Tomatensauce. Ich mache gerne Nudeln mit Tomatensauce. Das mag ich auch sehr gerne. Einfach und gut. Das mag ich auch sehr gerne. Einfach und gut. Hast du gestern Abend etwas Schönes gemacht? Hast du gestern Abend etwas Schönes gemacht? Ja, ich war im Kino. Ich habe einen lustigen Film gesehen. Ja, ich war im Kino. Ich habe einen lustigen Film gesehen. Oh, welchen Film hast du gesehen? Oh, welchen Film hast du gesehen? Einen französischen Film. Er war sehr amüsant. Einen französischen Film. Er war sehr amüsant.
Ich war gestern Abend zu Hause. Ich habe gelesen. Ich war gestern Abend zu Hause. Ich habe gelesen. Was liest du gerade? Was liest du gerade? Einen spannenden Krimi. Es geht um einen Detektiv. Einen spannenden Krimi. Es geht um einen Detektiv. Krimis lese ich auch manchmal. Wer ist der Autor? Krimis lese ich auch manchmal. Wer ist der Autor? Er heißt Müller. Kennst du ihn? Er heißt Müller. Kennst du ihn? Nein, den Namen kenne ich nicht. Ist das Buch gut? Nein, den Namen kenne ich nicht. Ist das Buch gut? Ja, sehr fesselnd. Ich kann es kaum weglegen. Ja, sehr fesselnd. Ich kann es kaum weglegen. Vielleicht leihe ich es mir mal aus. Vielleicht leihe ich es mir mal aus. Gute Idee. Hast du Pläne für das Wochenende? Gute Idee. Hast du Pläne für das Wochenende? Noch nicht wirklich. Vielleicht mache ich einen Ausflug. Noch nicht wirklich. Vielleicht mache ich einen Ausflug. Wohin möchtest du fahren? Wohin möchtest du fahren? Vielleicht an einen See in der Nähe. Die Natur genießen. Vielleicht an einen See in der Nähe. Die Natur genießen. Das klingt nach einer guten Erholung. Das klingt nach einer guten Erholung. Und was sind deine Pläne? Und was sind deine Pläne? Ich treffe mich mit Freunden. Wir wollen grillen. Ich treffe mich mit Freunden. Wir wollen grillen. Grillen ist super. Was grillt ihr gerne? Grillen ist super. Was grillt ihr gerne? Würstchen, Fleisch und Gemüse. Alles Mögliche. Würstchen, Fleisch und Gemüse. Alles Mögliche. Lecker. Bringt jeder etwas mit? Lecker. Bringt jeder etwas mit? Ja, das ist bei uns so üblich. Ja, das ist bei uns so üblich. Das ist eine gute Idee. Dann ist es nicht so viel Arbeit für eine Person. Das ist eine gute Idee. Dann ist es nicht so viel Arbeit für eine Person. Genau. Magst du den Sommer? Genau. Magst du den Sommer? Ja, Sommer ist meine Lieblingsjahreszeit. Wegen der Sonne. Ja, Sommer ist meine Lieblingsjahreszeit. Wegen der Sonne. Ich mag den Sommer auch. Man kann viel draußen machen. Ich mag den Sommer auch. Man kann viel draußen machen. Schwimmst du gerne im See? Schwimmst du gerne im See? Ja, sehr gerne. Es ist erfrischend. Ja, sehr gerne. Es ist erfrischend. Ich auch. Letzten Sommer war ich oft schwimmen. Ich auch.
Letzten Sommer war ich oft schwimmen. Warst du schon einmal im Urlaub am Meer? Warst du schon einmal im Urlaub am Meer? Ja, mehrmals. Ich liebe das Meer. Das Rauschen der Wellen. Ja, mehrmals. Ich liebe das Meer. Das Rauschen der Wellen. Welches Land am Meer hat dir am besten gefallen? Welches Land am Meer hat dir am besten gefallen? Italien war wunderschön. Das Essen war fantastisch. Italien war wunderschön. Das Essen war fantastisch. Oh ja, italienisches Essen ist köstlich. Pizza und Pasta. Oh ja, italienisches Essen ist köstlich. Pizza und Pasta. Und Eis. Italienisches Eis ist das Beste. Und Eis. Italienisches Eis ist das Beste. Da stimme ich dir zu. Sprichst du Italienisch? Da stimme ich dir zu. Sprichst du Italienisch? Ein bisschen. Ciao und grazie. Nicht sehr viel. Ein bisschen. Ciao und grazie. Nicht sehr viel. Das ist schon ein Anfang. Sprachenlernen ist gut. Das ist schon ein Anfang. Sprachenlernen ist gut. Ja, es öffnet Türen zu anderen Kulturen. Ja, es öffnet Türen zu anderen Kulturen. Lernst du gerade eine Sprache? Lernst du gerade eine Sprache? Ich versuche, mein Englisch zu verbessern. Ich versuche, mein Englisch zu verbessern. Englisch ist sehr nützlich. Man braucht es oft. Englisch ist sehr nützlich. Man braucht es oft. Das stimmt. Sprichst du gut Englisch? Das stimmt. Sprichst du gut Englisch? Es geht. Ich kann mich verständigen. Es geht. Ich kann mich verständigen. Das ist die Hauptsache. Das ist die Hauptsache. Hast du Geschwister? Hast du Geschwister? Ja, ich habe einen Bruder. Er ist jünger als ich. Ja, ich habe einen Bruder. Er ist jünger als ich. Und du? Hast du Geschwister? Und du? Hast du Geschwister? Ich habe eine ältere Schwester. Ich habe eine ältere Schwester. Versteht ihr euch gut? Versteht ihr euch gut? Ja, meistens schon. Wir sind sehr unterschiedlich. Ja, meistens schon. Wir sind sehr unterschiedlich. Das ist oft so bei Geschwistern. Das ist oft so bei Geschwistern. Mein Bruder ist sehr sportlich. Er spielt Fußball. Mein Bruder ist sehr sportlich. Er spielt Fußball. Spielst du auch ein Instrument oder Sport? Spielst du auch ein Instrument oder Sport? Früher habe ich Klavier gespielt. Jetzt nicht mehr so oft. Früher habe ich Klavier gespielt.
Jetzt nicht mehr so oft. Warum nicht mehr? Keine Zeit? Warum nicht mehr? Keine Zeit? Genau. Die Arbeit nimmt viel Zeit in Anspruch. Genau. Die Arbeit nimmt viel Zeit in Anspruch. Das kenne ich. Manchmal wünsche ich mir mehr Freizeit. Das kenne ich. Manchmal wünsche ich mir mehr Freizeit. Was würdest du mit mehr Freizeit machen? Was würdest du mit mehr Freizeit machen? Ich würde mehr reisen. Die Welt sehen. Ich würde mehr reisen. Die Welt sehen. Das ist ein schöner Traum. Wohin zuerst? Das ist ein schöner Traum. Wohin zuerst? Vielleicht nach Asien. Japan oder Thailand. Vielleicht nach Asien. Japan oder Thailand. Asien ist bestimmt faszinierend. Eine ganz andere Kultur. Asien ist bestimmt faszinierend. Eine ganz andere Kultur. Ja, das glaube ich auch. Warst du schon mal dort? Ja, das glaube ich auch. Warst du schon mal dort? Nein, noch nicht. Aber es steht auf meiner Liste. Nein, noch nicht. Aber es steht auf meiner Liste. Was ist dein Lieblingsessen, wenn du ausgehst? Was ist dein Lieblingsessen, wenn du ausgehst? Ich probiere gerne neue Sachen. Oft asiatisch. Ich probiere gerne neue Sachen. Oft asiatisch. Ich mag auch gerne indisches Essen. Sehr würzig. Ich mag auch gerne indisches Essen. Sehr würzig. Oh ja, Curry ist lecker. Aber nicht zu scharf für mich. Oh ja, Curry ist lecker. Aber nicht zu scharf für mich. Ein bisschen Schärfe mag ich schon. Ein bisschen Schärfe mag ich schon. Isst du oft scharf? Isst du oft scharf? Manchmal. Es kommt auf das Gericht an. Manchmal. Es kommt auf das Gericht an. Verstehe. Was ist deine Lieblingsfarbe? Verstehe. Was ist deine Lieblingsfarbe? Blau. Und deine? Blau. Und deine? Ich mag grün. Die Farbe der Natur. Ich mag grün. Die Farbe der Natur. Das passt gut zu deinem Parkbesuch heute. Das passt gut zu deinem Parkbesuch heute. Stimmt. Denkst du, es bleibt heute so sonnig? Stimmt. Denkst du, es bleibt heute so sonnig? Ich hoffe es. Der Wetterbericht war gut. Ich hoffe es. Der Wetterbericht war gut. Dann kann ich später noch lange draußen bleiben. Dann kann ich später noch lange draußen bleiben. Was ist das Schönste, das dir diese Woche passiert ist? Was ist das Schönste, das dir diese Woche passiert ist? Meine Katze hat gelernt, die Tür zu öffnen. Es war lustig. Meine Katze hat gelernt,
die Tür zu öffnen. Es war lustig. Oh, das ist clever. Und ein bisschen frech. Oh, das ist clever. Und ein bisschen frech. Ja, sie ist sehr schlau. Und bei dir? Etwas Schönes? Ja, sie ist sehr schlau. Und bei dir? Etwas Schönes? Ich habe ein altes Foto von meiner Familie gefunden. Ich habe ein altes Foto von meiner Familie gefunden. Das sind schöne Erinnerungen. Das sind schöne Erinnerungen. Ja, wir haben alle sehr gelacht. Ja, wir haben alle sehr gelacht. Solche Momente sind wertvoll. Solche Momente sind wertvoll. Was für Musik hörst du beim Entspannen? Was für Musik hörst du beim Entspannen? Sanfte Klaviermusik oder Naturgeräusche. Sanfte Klaviermusik oder Naturgeräusche. Das klingt sehr beruhigend. Das klingt sehr beruhigend. Und was hilft dir beim Entspannen? Und was hilft dir beim Entspannen? Ein gutes Buch und eine Tasse Tee. Ein gutes Buch und eine Tasse Tee. Das ist auch eine gute Kombination. Das ist auch eine gute Kombination. Gehst du gerne auf Konzerte? Gehst du gerne auf Konzerte? Ja, ab und zu. Besonders von kleineren Bands. Ja, ab und zu. Besonders von kleineren Bands. Live-Musik hat eine tolle Atmosphäre. Live-Musik hat eine tolle Atmosphäre. Das finde ich auch. Man ist so nah dran. Das finde ich auch. Man ist so nah dran. Welches war dein letztes Konzert? Welches war dein letztes Konzert? Das war eine lokale Jazzband. Sehr talentiert. Das war eine lokale Jazzband. Sehr talentiert. Jazz mag ich auch. Sehr entspannend. Jazz mag ich auch. Sehr entspannend. Trinkst du lieber Rotwein oder Weißwein? Trinkst du lieber Rotwein oder Weißwein? Ich trinke lieber Weißwein, besonders im Sommer. Ich trinke lieber Weißwein, besonders im Sommer. Ich mag beides, je nach Essen und Stimmung. Ich mag beides, je nach Essen und Stimmung. Hast du ein Lieblingstier, außer deiner Katze? Hast du ein Lieblingstier, außer deiner Katze? Ich mag Delfine. Sie sind so intelligent und elegant. Ich mag Delfine. Sie sind so intelligent und elegant. Delfine sind faszinierend. Ich mag Wölfe. Delfine sind faszinierend. Ich mag Wölfe. Wölfe sind auch sehr interessante Tiere. Wölfe sind auch sehr interessante Tiere. Hast du einen Lieblingsfilm? Hast du einen Lieblingsfilm? Das Leben ist schön. Ein sehr berührender Film. Das Leben ist schön. Ein sehr berührender Film.
Den kenne ich. Er ist wirklich sehr emotional. Den kenne ich. Er ist wirklich sehr emotional. Und dein Lieblingsfilm? Und dein Lieblingsfilm? Schwer zu sagen. Vielleicht Forrest Gump. Schwer zu sagen. Vielleicht Forrest Gump. Auch ein Klassiker. Mit vielen tollen Momenten. Auch ein Klassiker. Mit vielen tollen Momenten. Was machst du, wenn du traurig bist? Was machst du, wenn du traurig bist? Ich höre Musik oder rede mit einem Freund. Ich höre Musik oder rede mit einem Freund. Das hilft meistens. Oder ein Spaziergang. Das hilft meistens. Oder ein Spaziergang. Ja, frische Luft tut immer gut. Ja, frische Luft tut immer gut. Was war dein Traumberuf als Kind? Was war dein Traumberuf als Kind? Ich wollte Tierärztin werden. Ich wollte Tierärztin werden. Das passt zu deiner Tierliebe. Das passt zu deiner Tierliebe. Und was wolltest du werden? Und was wolltest du werden? Ich wollte Astronaut werden. Die Sterne sehen. Ich wollte Astronaut werden. Die Sterne sehen. Ein großer Traum. Warum nicht mehr? Ein großer Traum. Warum nicht mehr? Nun ja, das Leben hatte andere Pläne. Nun ja, das Leben hatte andere Pläne. So ist das manchmal. Aber Programmierer ist auch gut. So ist das manchmal. Aber Programmierer ist auch gut. Ja, es macht mir Spaß. Probleme lösen. Ja, es macht mir Spaß. Probleme lösen. Das ist wichtig, dass die Arbeit Spaß macht. Das ist wichtig, dass die Arbeit Spaß macht. Fährst du gerne Fahrrad? Fährst du gerne Fahrrad? Ja, besonders wenn das Wetter gut ist. Es ist umweltfreundlich. Ja, besonders wenn das Wetter gut ist. Es ist umweltfreundlich. Ich fahre auch oft mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ich fahre auch oft mit dem Fahrrad zur Arbeit. Das ist super. Besser als im Stau zu stehen. Das ist super. Besser als im Stau zu stehen. Auf jeden Fall. Und man bewegt sich. Auf jeden Fall. Und man bewegt sich. Was ist dein Lieblingsbuch? Was ist dein Lieblingsbuch? Der kleine Prinz. Es ist ein Buch für alle Alter. Der kleine Prinz. Es ist ein Buch für alle Alter. Das stimmt. Es hat so viele schöne Botschaften. Das stimmt. Es hat so viele schöne Botschaften. Liest du oft? Liest du oft? Ja, jeden Abend vor dem Einschlafen. Ja, jeden Abend vor dem Einschlafen. Das ist eine gute Gewohnheit.
Das ist eine gute Gewohnheit. Hilft mir, abzuschalten. Hilft mir, abzuschalten. Welches Land möchtest du unbedingt noch bereisen? Welches Land möchtest du unbedingt noch bereisen? Neuseeland. Die Natur soll atemberaubend sein. Neuseeland. Die Natur soll atemberaubend sein. Oh ja, das habe ich auch gehört. Weit weg. Oh ja, das habe ich auch gehört. Weit weg. Das stimmt. Man braucht viel Zeit dafür. Das stimmt. Man braucht viel Zeit dafür. Und viel Geld wahrscheinlich auch. Und viel Geld wahrscheinlich auch. Leider ja. Aber träumen kostet nichts. Leider ja. Aber träumen kostet nichts. Das ist wahr. Was ist für dich Glück? Das ist wahr. Was ist für dich Glück? Gesundheit, gute Freunde und kleine Freuden im Alltag. Gesundheit, gute Freunde und kleine Freuden im Alltag. Schön gesagt. Für mich ist es ähnlich. Schön gesagt. Für mich ist es ähnlich. Und Freiheit, das zu tun, was man liebt. Und Freiheit, das zu tun, was man liebt. Ja, Freiheit ist sehr wichtig. Ja, Freiheit ist sehr wichtig. Lebst du gerne in der Stadt oder auf dem Land? Lebst du gerne in der Stadt oder auf dem Land? Ich mag die Stadt wegen der vielen Möglichkeiten. Ich mag die Stadt wegen der vielen Möglichkeiten. Ich mag beides. Die Stadt für die Arbeit, das Land zur Erholung. Ich mag beides. Die Stadt für die Arbeit, das Land zur Erholung. Ein guter Kompromiss. Hast du einen Balkon? Ein guter Kompromiss. Hast du einen Balkon? Ja, einen kleinen. Mit vielen Pflanzen. Ja, einen kleinen. Mit vielen Pflanzen. Das ist schön. Ich habe leider keinen. Das ist schön. Ich habe leider keinen. Schade. Aber du hast ja den Park hier. Schade. Aber du hast ja den Park hier. Das stimmt. Der Park ist wie ein großer Garten. Das stimmt. Der Park ist wie ein großer Garten. Was ist deine früheste Kindheitserinnerung? Was ist deine früheste Kindheitserinnerung? Puh, schwer zu sagen. Vielleicht ein Geburtstag. Puh, schwer zu sagen. Vielleicht ein Geburtstag. Ich erinnere mich an einen Urlaub am Strand mit meinen Eltern. Ich erinnere mich an einen Urlaub am Strand mit meinen Eltern. Das sind wertvolle Erinnerungen. Das sind wertvolle Erinnerungen. Ja, die vergisst man nicht so schnell. Ja, die vergisst man nicht so schnell. Tanzt du gerne? Tanzt du gerne? Ja, sehr gerne. Aber meistens nur zu Hause.
Ja, sehr gerne. Aber meistens nur zu Hause. Warum nur zu Hause? Warum nur zu Hause? Ich bin ein bisschen schüchtern in der Öffentlichkeit. Ich bin ein bisschen schüchtern in der Öffentlichkeit. Ach was. Tanzen macht Spaß, egal wo. Ach was. Tanzen macht Spaß, egal wo. Vielleicht hast du recht. Gehst du oft tanzen? Vielleicht hast du recht. Gehst du oft tanzen? Früher öfter. Jetzt nicht mehr so viel. Früher öfter. Jetzt nicht mehr so viel. Was ist dein Lieblingsdessert? Was ist dein Lieblingsdessert? Schokoladenkuchen. Definitiv. Schokoladenkuchen. Definitiv. Oh, da bin ich dabei. Mit flüssigem Kern. Oh, da bin ich dabei. Mit flüssigem Kern. Perfekt. Und Sahne dazu. Perfekt. Und Sahne dazu. Unbedingt. Jetzt habe ich Hunger bekommen. Unbedingt. Jetzt habe ich Hunger bekommen. Ich auch ein bisschen. Vielleicht esse ich später ein Eis. Ich auch ein bisschen. Vielleicht esse ich später ein Eis. Gute Idee. Welche Eissorte magst du am liebsten? Gute Idee. Welche Eissorte magst du am liebsten? Stracciatella und Zitrone. Stracciatella und Zitrone. Zitrone ist so erfrischend. Ich mag Mango. Zitrone ist so erfrischend. Ich mag Mango. Mangoeis ist auch sehr lecker. Fruchtig. Mangoeis ist auch sehr lecker. Fruchtig. Gibt es hier in der Nähe eine gute Eisdiele? Gibt es hier in der Nähe eine gute Eisdiele? Ja, nicht weit von hier. Sie machen das Eis selbst. Ja, nicht weit von hier. Sie machen das Eis selbst. Oh, das klingt vielversprechend. Oh, das klingt vielversprechend. Sollen wir vielleicht später zusammen hingehen? Sollen wir vielleicht später zusammen hingehen? Das ist eine sehr gute Idee. Das würde mir gefallen. Das ist eine sehr gute Idee. Das würde mir gefallen. Super. Dann machen wir das so. Super. Dann machen wir das so. Abgemacht. Ich freue mich schon. Abgemacht. Ich freue mich schon. Ich mich auch? Es war schön, dich kennenzulernen. Ich mich auch? Es war schön, dich kennenzulernen. Fand ich auch. Eine sehr nette Unterhaltung. Fand ich auch. Eine sehr nette Unterhaltung. Dann bis später bei der Eisdiele. Dann bis später bei der Eisdiele. Ja, bis später. Tschüss. Ja, bis später. Tschüss. 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 Mach's gut. Mach's gut.
Du auch? Du auch? Danke. Danke. Kein Problem. Kein Problem. Bis dann. Bis dann. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Freust du dich auf das Eis? Freust du dich auf das Eis? Ja, sehr. Ich hoffe, Sie haben Mango. Ja, sehr. Ich hoffe, Sie haben Mango. Bestimmt. Sie haben viele Sorten. Bestimmt. Sie haben viele Sorten. Das ist gut zu wissen. Das ist gut zu wissen. Warst du schon mal in dieser Eisdiele? Warst du schon mal in dieser Eisdiele? Nein, noch nie. Ist sie teuer? Nein, noch nie. Ist sie teuer? Nein, die Preise sind normal. Und das Eis ist es wert. Nein, die Preise sind normal. Und das Eis ist es wert. Perfekt. Dann steht dem nichts im Wege. Perfekt. Dann steht dem nichts im Wege. Genau. Genau. Hast du heute Abend noch etwas vor, nach dem Eis? Hast du heute Abend noch etwas vor, nach dem Eis? Nein, ich denke nicht. Einfach entspannen. Nein, ich denke nicht. Einfach entspannen. Das klingt gut. Ich auch. Das klingt gut. Ich auch. Ein ruhiger Ausklang des Tages. Ein ruhiger Ausklang des Tages. Ja, das braucht man manchmal. Ja, das braucht man manchmal. Besonders nach einer Arbeitswoche. Besonders nach einer Arbeitswoche. Obwohl du ja heute frei hattest. Obwohl du ja heute frei hattest. Stimmt. Aber die Woche davor war lang. Stimmt. Aber die Woche davor war lang. Das glaube ich dir als Ärztin. Das glaube ich dir als Ärztin. Dein Job als Programmierer ist sicher auch anspruchsvoll. Dein Job als Programmierer ist sicher auch anspruchsvoll. Ja, man muss sich viel konzentrieren. Ja, man muss sich viel konzentrieren. Aber es macht Spaß, wenn etwas funktioniert. Aber es macht Spaß, wenn etwas funktioniert. Das Gefühl kenne ich. Wenn ein Patient gesund wird. Das Gefühl kenne ich. Wenn ein Patient gesund wird. Das ist ein schöner Vergleich. Das ist ein schöner Vergleich. Findest du? Findest du? Ja, beides ist eine Art von Erfolgserlebnis. Ja, beides ist eine Art von Erfolgserlebnis. Das stimmt. Das stimmt. Magst du Rätsel oder Puzzles? Magst du Rätsel oder Puzzles? Ja, Sudoku mache ich gerne.
Ja, Sudoku mache ich gerne. Ich mag Kreuzworträtsel. Gut für den Wortschatz. Ich mag Kreuzworträtsel. Gut für den Wortschatz. Das ist wahr. Hilft sicher auch beim Deutschlernen. Das ist wahr. Hilft sicher auch beim Deutschlernen. Definitiv. Man lernt immer neue Wörter. Definitiv. Man lernt immer neue Wörter. Welche deutsche Stadt gefällt dir am besten, außer Berlin? Welche deutsche Stadt gefällt dir am besten, außer Berlin? Hamburg finde ich sehr schön. Mit dem Hafen. Hamburg finde ich sehr schön. Mit dem Hafen. Hamburg kenne ich noch nicht. Ist es eine Reise wert? Hamburg kenne ich noch nicht. Ist es eine Reise wert? Auf jeden Fall. Besonders im Sommer. Auf jeden Fall. Besonders im Sommer. Gut zu wissen. Vielleicht mein nächstes Reiseziel in Deutschland. Gut zu wissen. Vielleicht mein nächstes Reiseziel in Deutschland. Und welche Stadt magst du in Deutschland? Und welche Stadt magst du in Deutschland? München natürlich, meine Heimatstadt. Und Freiburg. München natürlich, meine Heimatstadt. Und Freiburg. Freiburg ist auch sehr schön. Mit den Bächle. Freiburg ist auch sehr schön. Mit den Bächle. Ja, und die Nähe zum Schwarzwald ist toll. Ja, und die Nähe zum Schwarzwald ist toll. Warst du oft im Schwarzwald wandern? Warst du oft im Schwarzwald wandern? Ja, als Kind sehr oft mit meinen Eltern. Ja, als Kind sehr oft mit meinen Eltern. Wandern ist eine tolle Aktivität. Wandern ist eine tolle Aktivität. Frische Luft und Bewegung. Frische Luft und Bewegung. Genau das Richtige. Genau das Richtige. Sammelst du etwas? Briefmarken oder so? Sammelst du etwas? Briefmarken oder so? Nein, ich sammle nichts Spezielles. Eher Erlebnisse. Nein, ich sammle nichts Spezielles. Eher Erlebnisse. Das ist eine schöne Art zu sammeln. Erinnerungen. Das ist eine schöne Art zu sammeln. Erinnerungen. Und du? Sammelst du etwas? Und du? Sammelst du etwas? Ich habe eine kleine Sammlung von Teetassen. Ich habe eine kleine Sammlung von Teetassen. Oh, das ist hübsch. Von verschiedenen Orten? Oh, das ist hübsch. Von verschiedenen Orten? Ja, oder einfach schöne, die mir gefallen. Ja, oder einfach schöne, die mir gefallen. Eine nette Idee. Eine nette Idee. Danke. Danke. So, die Sonne scheint immer noch. So,
Die Sonne scheint immer noch. Ja, ein perfekter Tag. Ja, ein perfekter Tag. Ich sollte langsam meine Freundin anrufen. Ich sollte langsam meine Freundin anrufen. Ah ja, du wolltest dich ja treffen. Ah ja, du wolltest dich ja treffen. Genau. Aber das als später steht noch, oder? Genau. Aber das als später steht noch, oder? Unbedingt. Ich habe schon richtig Lust darauf. Unbedingt. Ich habe schon richtig Lust darauf. Ich auch? Ich auch? Dann wünsche ich dir viel Spaß mit deiner Freundin. Dann wünsche ich dir viel Spaß mit deiner Freundin. Danke dir. Und dir noch einen schönen Nachmittag im Park. Danke dir. Und dir noch einen schönen Nachmittag im Park. Danke gleichfalls. Danke gleichfalls. Wir sehen uns dann an der Eisdiele. Sagen wir so um 5? Wir sehen uns dann an der Eisdiele. Sagen wir so um 5? 5 Uhr passt mir gut. 5 Uhr passt mir gut. Perfekt. Perfekt. Weißt du, wo genau die Eisdiele ist? Weißt du, wo genau die Eisdiele ist? Ja, ich kann dir den Weg zeigen, oder wir treffen uns direkt dort. Ja, ich kann dir den Weg zeigen, oder wir treffen uns direkt dort. Wenn es nicht weit ist, können wir zusammenlaufen. Wenn es nicht weit ist, können wir zusammenlaufen. Gerne. Sie ist nur etwa 10 Minuten von hier. Gerne. Sie ist nur etwa 10 Minuten von hier. Super, dann machen wir das so. Super, dann machen wir das so. In Ordnung. In Ordnung. Dann bis gleich sozusagen. Dann bis gleich sozusagen. Ja, bis gleich. Ja, bis gleich. Freue mich. Freue mich. Was ist dein Lieblingstier? Mein Lieblingstier ist der Hund. Warum magst du Hunde so gern? Weil sie so treu und freundlich sind. Welche Farbe hat unser Hund? Unser Hund ist braun und weiß. Wie heißt unser Hund nochmal? Er heißt Max. Was frisst Max am liebsten? Max frisst am liebsten Fleisch und Hundekuchen. Wo schläft Max nachts? Max schläft in seinem Körbchen im Wohnzimmer. Welche anderen Haustiere kennst du? Ich kenne Katzen, Hamster, Kaninchen und Vögel. Was machen Katzen gerne? Katzen schlafen gerne und spielen mit Mäusen. Welches Geräusch macht eine Katze? Eine Katze macht Miau und schnurrt. Wie viele Beine hat eine Katze?
Eine Katze hat 4 Beine. Was ist das größte Tier der Welt? Das größte Tier der Welt ist der Blauwal. Wo leben Wale? Wale leben im Meer. Welche Tiere leben im Wald? Im Wald leben Rehe, Füchse, Bären und Eichhörnchen. Was fressen Eichhörnchen? Eichhörnchen fressen Nüsse und Samen. Welche Farbe haben Füchse? Füchse sind meist rot-orange. Sind Bären gefährlich? Ja, wilde Bären können gefährlich sein. Welche Tiere leben auf dem Bauernhof? Auf dem Bauernhof leben Kühe, Schweine, Hühner und Schafe. Was geben uns Kühe? Kühe geben uns Milch. Welches Geräusch machen Kühe? Kühe machen Mu. Was legen Hühner? Hühner legen Eier. Wie heißt das Baby von einem Huhn? Das Baby von einem Huhn heißt Küken. Was fressen Schweine? Schweine fressen fast alles, sie sind Allesfresser. Welche Tiere leben in Afrika? In Afrika leben Löwen, Elefanten, Giraffen und Zebras. Wer ist der König der Tiere? Der Löwe ist der König der Tiere. Warum haben Giraffen so lange Hälse? Damit sie die Blätter von hohen Bäumen fressen können. Welche Farbe haben Zebras? Zebras sind schwarz-weiß gestreift. Wie groß sind Elefanten? Elefanten sind sehr groß, die größten Landtiere. Was ist besonders an Elefanten? Elefanten haben einen langen Rüssel. Welche Tiere leben im Wasser? Im Wasser leben Fische, Delfine, Haie und Seesterne. Können Delfine sprechen? Delfine können nicht sprechen, aber sie kommunizieren. Sind Haie gefährlich? Manche Haie können gefährlich sein. Wie atmen Fische? Fische atmen durch ihre Kiemen. Welche Vögel kennst du? Ich kenne Adler, Spatzen, Tauben und Papageien. Können alle Vögel fliegen? Nein, Pinguine und Strauße können nicht fliegen. Wo leben Pinguine? Pinguine leben in der Antarktis. Was fressen Vögel? Vögel fressen Würmer, Samen und Insekten. Wie heißen die Babys von Vögeln? Die Babys von Vögeln heißen Küken. Welche Tiere leben in der Wüste? In der Wüste leben Kamele, Schlangen und Skorpione. Warum haben Kamele Höcker? Kamele speichern Wasser und Fett in ihren Höckern. Sind Schlangen giftig? Manche Schlangen sind giftig, andere nicht.
Haben Schlangen Beine? Nein, Schlangen haben keine Beine. Welche Tiere leben im Dschungel? Im Dschungel leben Affen, Tiger und bunte Vögel. Was machen Affen gerne? Affen klettern gerne auf Bäume und essen Bananen. Welche Farben haben Tiger? Tiger sind orange mit schwarzen Streifen. Welche Insekten kennst du? Ich kenne Bienen, Schmetterlinge, Ameisen und Käfer. Was machen Bienen? Bienen sammeln Nektar und machen Honig. Sind Bienen wichtig? Ja, Bienen sind sehr wichtig für die Natur. Wie entstehen Schmetterlinge? Schmetterlinge entstehen aus Raupen. Was fressen Ameisen? Ameisen fressen Krümel und andere kleine Sachen. Welche Meeresstiere kennst du? Ich kenne Kraken, Seepferdchen, Krabben und Quallen. Wie viele Arme hat ein Krake? Ein Krake hat 8 Arme. Sind Quallen gefährlich? Manche Quallen können stechen. Welche Tiere leben im Eis? Im Eis leben Eisbären, Robben und Walrosse. Warum frieren Eisbären nicht? Eisbären haben dickes Fell und Fett. Was fressen Eisbären? Eisbären fressen hauptsächlich Fische und Robben. Welche Tiere sind nachtaktiv? Eulen, Fledermäuse und Igel sind nachtaktiv. Können Fledermäuse sehen? Ja, aber sie orientieren sich hauptsächlich mit Ultraschall. Was fressen Eulen? Eulen fressen Mäuse und kleine Tiere. Welche Tiere können sehr schnell laufen? Geparden, Pferde und Hasen können sehr schnell laufen. Wie schnell ist ein Gepard? Ein Gepard kann über 100 Kilometer pro Stunde laufen. Warum laufen Hasen so schnell? Hasen laufen schnell, um vor Feinden zu fliehen. Welche Tiere leben sehr lange? Schildkröten, Elefanten und Wale leben sehr lange. Wie alt können Schildkröten werden? Manche Schildkröten werden über 100 Jahre alt. Warum leben Schildkröten so lange? Schildkröten bewegen sich langsam und leben ruhig. Welche Tiere sind sehr klein? Ameisen, Mücken und Mäuse sind sehr klein. Welche Tiere sind sehr groß? Elefanten, Wale und Giraffen sind sehr groß. Welche Tiere können fliegen? Vögel, Fledermäuse und Insekten können fliegen. Welche Tiere können schwimmen? Fische, Delfine, Enten und Pinguine können schwimmen. Können Hunde schwimmen? Ja, die meisten Hunde können schwimmen. Können Katzen schwimmen?
Katzen können schwimmen, aber sie mögen es nicht. Welche Tiere essen nur Pflanzen? Kühe, Schafe, Kaninchen und Pferde essen nur Pflanzen. Wie nennt man Tiere, die nur Pflanzen fressen? Man nennt sie Pflanzenfresser oder Herbivoren. Welche Tiere essen nur Fleisch? Löwen, Tiger und Haie essen nur Fleisch. Wie nennt man Tiere, die nur Fleisch fressen? Man nennt sie Fleischfresser oder Karnivoren. Welche Tiere essen alles? Menschen, Schweine und Bären essen alles. Wie nennt man Tiere, die alles fressen? Man nennt sie Allesfresser oder Omnivoren. Welche Tiere legen Eier? Vögel, Reptilien und Fische legen Eier. Welche Tiere bekommen lebende Babys? Säugetiere bekommen lebende Babys. Was sind Säugetiere? Säugetiere sind Tiere, die ihre Babys stillen. Welche Tiere haben Fell? Hunde, Katzen, Bären und Kaninchen haben Fell. Welche Tiere haben Federn? Nur Vögel haben Federn. Welche Tiere haben Schuppen? Fische, Schlangen und Echsen haben Schuppen. Was ist ein Reptil? Reptilien sind Tiere mit Schuppen, wie Schlangen und Echsen. Welche Reptilien kennst du? Ich kenne Schlangen, Echsen, Krokodile und Schildkröten. Sind Krokodile gefährlich? Ja, Krokodile sind sehr gefährlich. Wo leben Krokodile? Krokodile leben in warmen Flüssen und Seen. Welche Amphibien kennst du? Ich kenne Frösche, Kröten und Salamander. Was ist besonders an Fröschen? Frösche können sowohl im Wasser als auch an Land leben. Welches Geräusch machen Frösche? Frösche machen Quack, Quack. Wie entwickeln sich Frösche? Frösche entwickeln sich aus Kaulquappen. Welche Spinnen kennst du? Ich kenne Kreuzspinnen, Vogelspinnen und schwarze Witwen. Sind alle Spinnen giftig? Nein, nicht alle Spinnen sind giftig. Was machen Spinnen? Spinnen leben Netze, um Insekten zu fangen. Wie viele Beine haben Spinnen? Spinnen haben 8 Beine. Welche Tiere leben unter der Erde? Maulwürfe, Würmer und manche Käfer leben unter der Erde. Warum leben Maulwürfe unter der Erde? Maulwürfe suchen dort nach Würmern und Insekten. Können Maulwürfe gut sehen? Nein, Maulwürfe können nicht gut sehen. Welche Tiere können ihre Farbe ändern? Chamäleons und manche Fische können ihre Farbe ändern. Warum ändern Chamäleons ihre Farbe?
um sich zu verstecken oder Gefühle zu zeigen. Welche Tiere haben Hörner? Nashörner, Büffel und manche Ziegen haben Hörner. Welche Tiere haben ein Geweih? Hirsche und Elche haben ein Geweih. Was ist der Unterschied zwischen Hörnern und Geweih? Hörner wachsen immer weiter, Geweihe fallen jedes Jahr ab. Welche Tiere sind vom Aussterben bedroht? Pandas, Tiger und manche Wale sind bedroht. Warum sind manche Tiere bedroht? Weil Menschen ihren Lebensraum zerstören. Wie können wir Tiere schützen? Wir können die Natur schützen und weniger verschmutzen. Welche Tiere sind schon ausgestorben? Dinosaurier und Mammuts sind schon ausgestorben. Wann lebten die Dinosaurier? Dinosaurier lebten vor sehr langer Zeit. Welche Dinosaurier kennst du? Ich kenne T-Rex, Triceratops und Brontosaurus. Welche Tiere können sehr hoch springen? Kängurus, Hasen und Flöhe können sehr hoch springen. Wo leben Kängurus? Kängurus leben in Australien. Was ist besonders an Kängurus? Kängurus haben einen Beutel für ihre Babys. Welche anderen Beuteltiere gibt es? Es gibt auch Koalas und Opossums. Was fressen Koalas? Koalas fressen nur Eukalyptusblätter. Welche Tiere können sehr laut sein? Löwen, Elefanten und Wale können sehr laut sein. Warum brüllen Löwen? Löwen brüllen, um ihr Revier zu markieren. Wie weit kann man einen Löwen hören? Man kann einen Löwen mehrere Kilometer weit hören. Welche Tiere sind sehr leise? Eulen, Katzen und Schlangen sind sehr leise. Warum sind Eulen so leise? Damit sie ihre Beute nicht erschrecken. Welche Tiere haben die besten Augen? Adler und Falken haben die besten Augen. Welche Tiere haben die beste Nase? Hunde und Bären haben die beste Nase. Können Hunde besser riechen als Menschen? Ja, Hunde können viel besser riechen als Menschen. Welche Tiere haben die besten Ohren? Fledermäuse und Elefanten haben sehr gute Ohren. Welche Tiere können Ultraschall hören? Hunde, Katzen und Fledermäuse können Ultraschall hören. Welche Tiere sind sehr intelligent? Delfine, Affen und Elefanten sind sehr intelligent. Können Tiere denken? Ja, manche Tiere können einfache Probleme lösen. Welche Tiere können Werkzeuge benutzen? Affen, Krähen und Seeotter können Werkzeuge benutzen.
Welche Tiere leben in Gruppen? Wölfe, Ameisen und Bienen leben in Gruppen. Wie nennt man eine Gruppe von Wölfen? Eine Gruppe von Wölfen nennt man Rudel. Wie nennt man eine Gruppe von Fischen? Eine Gruppe von Fischen nennt man Schwarm. Welche Tiere sind Einzelgänger? Tiger, Bären und manche Katzen sind Einzelgänger. Welche Tiere bauen Nester? Vögel, manche Fische und Eichhörnchen bauen Nester. Welche Tiere bauen keine Nester? Große Säugetiere wie Elefanten bauen keine Nester. Welche Tiere halten Winterschlaf? Bären, Igel und manche Fledermäuse halten Winterschlaf. Warum halten manche Tiere Winterschlaf? Weil es im Winter kalt ist und wenig Nahrung gibt. Welche Tiere wandern im Winter? Zugvögel und manche Schmetterlinge wandern im Winter. Wohin fliegen Zugvögel? Zugvögel fliegen in warme Länder. Welche Tiere können regenerieren? Seesterne, Echsen und manche Würmer können regenerieren. Was bedeutet regenerieren? Regenerieren bedeutet, verlorene Körperteile nachwachsen lassen. Können Menschen auch regenerieren? Menschen können nur kleine Wunden heilen. Welche Tiere sind für Menschen nützlich? Bienen, Hunde und Pferde sind für Menschen nützlich. Wie helfen uns Bienen? Bienen bestäuben Pflanzen und geben uns Honig. Wie helfen uns Hunde? Hunde beschützen uns und sind treue Freunde. Welche Tiere können Menschen helfen? Blindenhunde, Therapiepferde und Delfine können helfen. Was machen Blindenhunde? Blindenhunde führen blinde Menschen sicher durch die Stadt. Welche Tiere sind gefährlich für Menschen? Giftige Schlangen, Haie und wilde Raubtiere sind gefährlich. Sollten wir Angst vor allen wilden Tieren haben? Nein, wir sollten sie respektieren, aber nicht alle fürchten. Wie sollten wir uns Tieren gegenüber verhalten? Wir sollten freundlich und respektvoll sein. Warum sind Tiere wichtig für die Natur? Jedes Tier hat eine wichtige Rolle im Ökosystem. Was passiert, wenn Tiere aussterben? Das Gleichgewicht der Natur wird gestört. Können wir ohne Tiere leben? Nein, Menschen brauchen Tiere für das Gleichgewicht der Natur. Was können Kinder für Tiere tun? Kinder können Tiere respektieren und die Natur schützen. Sollen wir wilde Tiere als Haustiere halten? Nein, wilde Tiere gehören in die Natur. Welche Tiere eignen sich als Haustiere? Hunde, Katzen,
Hamster und Kaninchen eignen sich als Haustiere. Was brauchen Haustiere? Haustiere brauchen Liebe, Futter, Wasser und Pflege. Ist es schwer, ein Haustier zu haben? Ja, Haustiere brauchen viel Zeit und Pflege. Hallo. 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 Wie geht es? Wie geht es? Gut, danke. Gut, danke. Und dir? Und dir? Auch gut. Auch gut. Schön hier im Café. Schön hier im Café. Ja, sehr gemütlich. Ja, sehr gemütlich. Der Tisch ist am Fenster. Der Tisch ist am Fenster. Das mag ich. Das mag ich. Was möchtest du trinken? Was möchtest du trinken? Ich möchte einen Kaffee. Ich möchte einen Kaffee. Kaffee ist immer eine gute Idee. Kaffee ist immer eine gute Idee. Ja, ich liebe den Duft von Kaffee. Ja, ich liebe den Duft von Kaffee. Ich nehme auch einen Kaffee. Ich nehme auch einen Kaffee. Mit Milch? Mit Milch? Ja, bitte mit viel Milch. Ja, bitte mit viel Milch. Ohne Zucker? Ohne Zucker? Ja, ohne Zucker für mich. Ja, ohne Zucker für mich. Ich auch ohne Zucker. Ich auch ohne Zucker. Der Kellner kommt gleich. Der Kellner kommt gleich. Gut, ich habe Durst. Gut, ich habe Durst. Herr Ober. Einen Moment, bitte. Herr Ober. Einen Moment, bitte. Wir möchten gerne bestellen. Wir möchten gerne bestellen. 2 Kaffee mit Milch, bitte. 2 Kaffee mit Milch, bitte. Und vielleicht ein Stück Kuchen? Und vielleicht ein Stück Kuchen? Oh, Kuchen? Gute Idee. Oh, Kuchen? Gute Idee. Welchen Kuchen haben Sie? Welchen Kuchen haben Sie? Dann nehme ich den Apfelkuchen. Dann nehme ich den Apfelkuchen. Für mich auch, bitte. Für mich auch, bitte. Wunderbar. Wunderbar. Danke schön. Danke schön. Bitte schön. Bitte schön. Der Kaffee ist heiß. Der Kaffee ist heiß. Ja, sei vorsichtig beim Trinken. Ja, sei vorsichtig beim Trinken. Dieser Kaffee ist lecker. Dieser Kaffee ist lecker. Mein Kuchen auch. Mein Kuchen auch. Der Kaffee. Das ist maskulin. Der Kaffee. Das ist maskulin. Richtig, der, für maskuline Nomen. Richtig, der, für maskuline Nomen.
Und die Milch? Und die Milch? Die Milch ist feminin. Die Milch ist feminin. Genau. Die für feminin. Genau. Die für feminin. Und das Wasser, das wir später bestellen? Und das Wasser, das wir später bestellen? Das Wasser ist neutral. Das Wasser ist neutral. Korrekt, das für neutrale Nomen. Korrekt, das für neutrale Nomen. Das ist eine Grundregel. Das ist eine Grundregel. Ja, eine sehr wichtige Regel. Ja, eine sehr wichtige Regel. Die Artikel sind am Anfang schwer. Die Artikel sind am Anfang schwer. Aber Übung hilft. Aber Übung hilft. Der, die, das. Im Nominativ. Der, die, das. Im Nominativ. Was genau ist Nominativ? Was genau ist Nominativ? Der Nominativ ist der Subjektfall. Der Nominativ ist der Subjektfall. Ah, das Subjekt im Satz. Ah, das Subjekt im Satz. Der Mann trinkt. Der Mann ist Subjekt. Der Mann trinkt. Der Mann ist Subjekt. Die Frau spricht. Die Frau ist Subjekt. Die Frau spricht. Die Frau ist Subjekt. Ich verstehe das jetzt besser. Ich verstehe das jetzt besser. Prima. Prima. Wir lernen Deutsch zusammen. Wir lernen Deutsch zusammen. Ja, das macht Spaß. Ja, das macht Spaß. Deutsch ist eine logische Sprache. Deutsch ist eine logische Sprache. Manchmal, manchmal auch nicht. Manchmal, manchmal auch nicht. Ja, Ausnahmen gibt es immer. Ja, Ausnahmen gibt es immer. Wir üben die Regeln. Wir üben die Regeln. Übung macht den Meister, sagt man. Übung macht den Meister, sagt man. Das stimmt absolut. Das stimmt absolut. Der Kuchen schmeckt sehr gut. Der Kuchen schmeckt sehr gut. Mein Kaffee auch. Mein Kaffee auch. Hast du ein deutsches Buch dabei? Hast du ein deutsches Buch dabei? Ja, ein kleines Grammatikbuch. Ja, ein kleines Grammatikbuch. Kann ich es sehen? Kann ich es sehen? Hier, bitteschön. Hier, bitteschön. Das Buch sieht nützlich aus. Das Buch sieht nützlich aus. Ja, es ist sehr hilfreich. Ja, es ist sehr hilfreich. Das Buch. Wieder neutral. Das Buch. Wieder neutral. Genau. Genau. Wir sprechen heute viel über Nomen. Wir sprechen heute viel über Nomen. Und ihre Artikel. Und ihre Artikel.
Was ist die Definition von einem Verb? Was ist die Definition von einem Verb? Ein Verb ist ein Tunwort. Wie trinken. Ein Verb ist ein Tunwort. Wie trinken. Ich trinke. Ich trinke. Du trinkst. Du trinkst. Er, sie, es trinkt. Er, sie, es trinkt. Wir trinken. Wir trinken. Ihr trinkt. Ihr trinkt. Sie trinken. Das ist die Konjugation. Sie trinken. Das ist die Konjugation. Ja, Verben verändern ihre Form. Ja, Verben verändern ihre Form. Abhängig von der Person. Abhängig von der Person. Ich lerne gerade die Verben. Ich lerne gerade die Verben. Du lernst schnell. Du lernst schnell. Er lernt Deutsch. Er lernt Deutsch. Wir lernen zusammen. Wir lernen zusammen. Ihr lernt die Regeln. Ihr lernt die Regeln. Sie lernen die Wörter. Sie lernen die Wörter. Das ist alles im Präsens. Das ist alles im Präsens. Die Gegenwartsform, ja. Die Gegenwartsform, ja. Ich finde Präsens einfach. Ich finde Präsens einfach. Das ist gut. Das ist gut. Es ist nicht so kompliziert wie perfekt. Es ist nicht so kompliziert wie perfekt. Nein, das stimmt. Mit Übung geht es. Nein, das stimmt. Mit Übung geht es. Was ist mit dem Verb haben? Was ist mit dem Verb haben? Haben ist auch ein sehr wichtiges Verb. Haben ist auch ein sehr wichtiges Verb. Ich habe einen Kaffee hier. Ich habe einen Kaffee hier. Du hast einen leckeren Kuchen. Du hast einen leckeren Kuchen. Er hat ein gutes Buch. Er hat ein gutes Buch. Wir haben heute Zeit zum Lernen. Wir haben heute Zeit zum Lernen. Ihr habt viele Fragen. Ihr habt viele Fragen. Sie haben die Antworten. Sie haben die Antworten. Haben ist ein unregelmäßiges Verb. Haben ist ein unregelmäßiges Verb. Ja, ein bisschen unregelmäßig. Ja, ein bisschen unregelmäßig. Und das Verb sein? Und das Verb sein? Sein ist fundamental. Sein ist fundamental. Ich bin hier im Café. Ich bin hier im Café. Du bist sehr freundlich. Du bist sehr freundlich. Er ist mein Freund. Er ist mein Freund. Sie ist meine Freundin. Sie ist meine Freundin. Es ist heute sonnig. Es ist heute sonnig. Wir sind gute Lernpartner. Wir sind gute Lernpartner. Ihr seid sehr motiviert.
Ihr seid sehr motiviert. Sie sind auch hier. Sie sind auch hier. Sein ist auch ziemlich unregelmäßig. Sein ist auch ziemlich unregelmäßig. Ja, sehr unregelmäßig, aber oft benutzt. Ja, sehr unregelmäßig, aber oft benutzt. Das stimmt. Sehr nützlich. Das stimmt. Sehr nützlich. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir benutzen sein und haben ständig. Wir benutzen sein und haben ständig. Ohne geht es kaum. Ohne geht es kaum. Schau mal, da draußen ist ein Hund. Schau mal, da draußen ist ein Hund. Wo denn? Ich sehe ihn nicht. Wo denn? Ich sehe ihn nicht. Dort, neben dem Baum. Dort, neben dem Baum. Ah ja, ein süßer Hund. Ah ja, ein süßer Hund. Der Hund. Das ist maskulin. Der Hund. Das ist maskulin. Richtig, wieder der. Richtig, wieder der. Der Hund bellt leise. Der Hund bellt leise. Bellt ist das Verb von bellen. Bellt ist das Verb von bellen. Was macht der Hund wohl? Was macht der Hund wohl? Er spielt vielleicht mit einem Ball. Er spielt vielleicht mit einem Ball. Spielen ist auch ein schönes Verb. Spielen ist auch ein schönes Verb. Ja, ein regelmäßiges Verb. Leicht zu lernen. Ja, ein regelmäßiges Verb. Leicht zu lernen. Ich spiele gern Gitarre. Ich spiele gern Gitarre. Ich spiele gern Tennis. Ich spiele gern Tennis. Das ist ein schönes Hobby. Das ist ein schönes Hobby. Findest du das? Findest du das? Ja, Musik und Sport sind toll. Ja, Musik und Sport sind toll. Das stimmt. Das stimmt. Wir sind immer noch im Café. Wir sind immer noch im Café. Ja, dieses Café ist wirklich angenehm. Ja, dieses Café ist wirklich angenehm. Das Café. Also neutral. Das Café. Also neutral. Ganz genau. Ganz genau. Die Sonne scheint durch das Fenster. Die Sonne scheint durch das Fenster. Die Sonne. Das ist feminin. Die Sonne. Das ist feminin. Das Wetter ist heute perfekt. Das Wetter ist heute perfekt. Ja, heute ist es angenehm warm. Ja, heute ist es angenehm warm. Wollen wir jetzt Pluralformen lernen? Wollen wir jetzt Pluralformen lernen? Eine sehr gute Idee. Eine sehr gute Idee. Ein Tisch und zwei. Ein Tisch und zwei.
2 Tische. 2 Tische. Der Tisch wird zu die Tische. Der Tisch wird zu die Tische. Oft kommt ein oder er am Ende. Oft kommt ein oder er am Ende. Ein Stuhl und 2. Ein Stuhl und 2. 2 Stühle. 2 Stühle. Der Stuhl wird zu die Stühle. Mit Umlaut. Der Stuhl wird zu die Stühle. Mit Umlaut. Ja, Umlaute sind auch sehr häufig im Plural. Ja, Umlaute sind auch sehr häufig im Plural. Eine Tasse und 2. Eine Tasse und 2. 2 Tassen. 2 Tassen. Die Tasse wird zu die Tassen. Mit N. Die Tasse wird zu die Tassen. Mit N. Das ist relativ einfach. Das ist relativ einfach. Ein Buch und 2. Ein Buch und 2. 2 Bücher. 2 Bücher. Das Buch wird zu die Bücher. Mit Umlaut und er. Das Buch wird zu die Bücher. Mit Umlaut und er. Der Plural ist manchmal etwas knifflig. Der Plural ist manchmal etwas knifflig. Ja, man muss ihn oft auswendig lernen. Ja, man muss ihn oft auswendig lernen. Für jedes Nomen einzeln, fast. Für jedes Nomen einzeln, fast. Das ist wahr. Das ist wahr. Aber es gibt schon gewisse Muster. Aber es gibt schon gewisse Muster. Kennst du dich mit Adjektiven aus? Kennst du dich mit Adjektiven aus? Ja, Wörter wie gut, schön, klein. Ja, Wörter wie gut, schön, klein. Der Kaffee ist gut. Der Kaffee ist gut. Der Kuchen ist schön süß. Der Kuchen ist schön süß. Adjektive beschreiben die Nomen genauer. Adjektive beschreiben die Nomen genauer. Korrekt. Korrekt. Der schnelle Läufer. Der schnelle Läufer. Die rote Rose. Die rote Rose. Das kleine Haus. Das kleine Haus. Adjektive stehen meistens vor dem Nomen. Adjektive stehen meistens vor dem Nomen. Und sie bekommen dann Endungen. Und sie bekommen dann Endungen. Ja, das ist die Adjektivdeklination. Ja, das ist die Adjektivdeklination. Das ist aber ein Thema für später. Das ist aber ein Thema für später. Ja, ein Schritt nach dem anderen ist besser. Ja, ein Schritt nach dem anderen ist besser. Wir bleiben bei einfachen Sätzen heute. Wir bleiben bei einfachen Sätzen heute. Das ist gut für Anfänger wie uns.
Das ist gut für Anfänger wie uns. Ich bin ein bisschen müde vom Denken. Ich bin ein bisschen müde vom Denken. Ich auch. Lernen kann anstrengend sein. Ich auch. Lernen kann anstrengend sein. Aber es macht auch viel Spaß. Aber es macht auch viel Spaß. Absolut, besonders zusammen. Absolut, besonders zusammen. Frag du mich jetzt etwas Leichtes. Frag du mich jetzt etwas Leichtes. Okay. Wo wohnst du in der Stadt? Okay. Wo wohnst du in der Stadt? Ich wohne in Berlin-Mitte. Ich wohne in Berlin-Mitte. Wo ist ein wichtiges Fragewort? Wo ist ein wichtiges Fragewort? Und wo wohnst du? Und wo wohnst du? Ich wohne in Charlottenburg. Ich wohne in Charlottenburg. Oh, das ist nicht so weit weg. Oh, das ist nicht so weit weg. Nein, das geht. Nein, das geht. Was machst du gerne in deiner Freizeit? Was machst du gerne in deiner Freizeit? Ich lese gerne. Und du? Ich lese gerne. Und du? Ich gehe gerne spazieren. Ich gehe gerne spazieren. Berlin hat schöne Parks dafür. Berlin hat schöne Parks dafür. Was ist auch ein gutes Fragewort? Was ist auch ein gutes Fragewort? Ja. Wer, was, wie, wo, wann, warum? Ja. Wer, was, wie, wo, wann, warum? Wer ist dein Lieblingssänger? Wer ist dein Lieblingssänger? Ich mag viele. Wer ist deiner? Ich mag viele. Wer ist deiner? Ich höre gerne deutsche Musik. Ich höre gerne deutsche Musik. Das hilft auch beim Lernen. Das hilft auch beim Lernen. Wie lange lernst du schon Deutsch? Wie lange lernst du schon Deutsch? Seit ungefähr einem Jahr. Seit ungefähr einem Jahr. Ich auch, fast genau ein Jahr. Ich auch, fast genau ein Jahr. Dann sind wir auf einem ähnlichen Niveau. Dann sind wir auf einem ähnlichen Niveau. Das ist perfekt zum gemeinsamen Üben. Das ist perfekt zum gemeinsamen Üben. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Möchtest du noch etwas trinken? Möchtest du noch etwas trinken? Nein, danke. Ich bin zufrieden. Nein, danke. Ich bin zufrieden. Ich auch nicht mehr. Ich auch nicht mehr. Vielleicht bestellen wir ein Glas Wasser? Vielleicht bestellen wir ein Glas Wasser? Ja, ein stilles Wasser wäre gut. Ja, ein stilles Wasser wäre gut. Für mich bitte auch. Für mich bitte auch. Herr Ober, einen Moment bitte. Herr Ober, einen Moment bitte. 2 stille Wasser, bitte.
2 stille Wasser, bitte. Danke sehr. Danke sehr. Bitte sehr. Bitte sehr. Das Wasser ist schön kühl. Das Wasser ist schön kühl. Ja, sehr erfrischend. Ja, sehr erfrischend. Wir sprechen heute schon ganz gut Deutsch. Wir sprechen heute schon ganz gut Deutsch. Für Anfänger machen wir das gut, finde ich. Für Anfänger machen wir das gut, finde ich. Wir machen deutliche Fortschritte. Wir machen deutliche Fortschritte. Langsam, aber stetig und sicher. Langsam, aber stetig und sicher. Wie spät ist es eigentlich? Wie spät ist es eigentlich? Es ist kurz nach 3 Uhr. Es ist kurz nach 3 Uhr. Oh, die Zeit vergeht so schnell. Oh, die Zeit vergeht so schnell. Ja, wenn man sich gut unterhält. Ja, wenn man sich gut unterhält. Und wenn man etwas Interessantes lernt. Und wenn man etwas Interessantes lernt. Das ist absolut richtig. Das ist absolut richtig. Sollen wir kurz über Präpositionen reden? Sollen wir kurz über Präpositionen reden? Vielleicht nur die ganz einfachen? Vielleicht nur die ganz einfachen? Zum Beispiel in dem Café. Zum Beispiel in dem Café. In ist eine typische Präposition des Ortes. In ist eine typische Präposition des Ortes. Oder auf dem Tisch. Oder auf dem Tisch. Auf ist auch eine solche Präposition. Auf ist auch eine solche Präposition. Sie zeigen oft, wo etwas ist. Sie zeigen oft, wo etwas ist. Oder wohin etwas geht. Oder wann. Oder wohin etwas geht. Oder wann. Mit Dativ oder mit Akkusativ, richtig? Mit Dativ oder mit Akkusativ, richtig? Ja, das ist der nächste große Schritt Kasus. Ja, das ist der nächste große Schritt Kasus. Wir kennen ja schon den Nominativ. Wir kennen ja schon den Nominativ. Der Mann ist hier. Der Mann ist gleich Nominativ. Der Mann ist hier. Der Mann ist gleich Nominativ. Und Akkusativ? Ich sehe den Mann. Und Akkusativ? Ich sehe den Mann. Den Mann. Der Artikel hat sich geändert. Den Mann. Der Artikel hat sich geändert. Maskulin Akkusativ ist den. Maskulin Akkusativ ist den. Feminin, die, bleibt, die, im Akkusativ. Feminin, die, bleibt, die, im Akkusativ. Neutral, das bleibt auch das. Neutral, das bleibt auch das. Das ist ja noch überschaubar. Das ist ja noch überschaubar. Ich gebe dem Mann das Buch. Dativ. Ich gebe dem Mann das Buch. Dativ. Dem Mann,
das ist wieder anders. Dem Mann, das ist wieder anders. Dativ ist für mich noch schwierig. Dativ ist für mich noch schwierig. Ja, das braucht wirklich viel Übung. Ja, das braucht wirklich viel Übung. Wir bleiben heute bei den einfachen Dingen. Wir bleiben heute bei den einfachen Dingen. Das ist eine sehr gute Entscheidung. Das ist eine sehr gute Entscheidung. Was ist dein deutsches Lieblingswort? Was ist dein deutsches Lieblingswort? Ich mag das Wort Geborgenheit. Ich mag das Wort Geborgenheit. Das ist ein sehr schönes, tiefes Wort. Das ist ein sehr schönes, tiefes Wort. Und was ist dein Lieblingswort? Und was ist dein Lieblingswort? Ich glaube, Augenblick. Ich glaube, Augenblick. Oh, das klingt auch sehr poetisch. Oh, das klingt auch sehr poetisch. Die deutsche Sprache hat so viele Wörter. Die deutsche Sprache hat so viele Wörter. Ja, ein riesiger Wortschatz. Ja, ein riesiger Wortschatz. Und auch sehr lange Wörter manchmal. Und auch sehr lange Wörter manchmal. Wie Lebensabschnittsgefährte. Wie Lebensabschnittsgefährte. Haha, ja, das ist ein bekanntes Beispiel. Haha, ja, das ist ein bekanntes Beispiel. Aber das benutzt man nicht jeden Tag. Aber das benutzt man nicht jeden Tag. Zum Glück, das wäre anstrengend. Zum Glück, das wäre anstrengend. Wie verneinen wir Sätze auf Deutsch? Wie verneinen wir Sätze auf Deutsch? Das machen wir mit nicht. Das machen wir mit nicht. Genau, ich trinke Kaffee. Ich trinke nicht. Genau, ich trinke Kaffee. Ich trinke nicht. Oder ich trinke keinen Kaffee. Oder ich trinke keinen Kaffee. Wann benutzt man nicht und wann kein? Wann benutzt man nicht und wann kein? Nicht für Verben, Adjektive, Adverbien. Nicht für Verben, Adjektive, Adverbien. Und kein für Nomen mit unbestimmtem Artikel. Und kein für Nomen mit unbestimmtem Artikel. Oder für Nomen ohne Artikel. Oder für Nomen ohne Artikel. Ich habe keine Zeit. Ich habe kein Auto. Ich habe keine Zeit. Ich habe kein Auto. Ich bin nicht traurig. Ich bin fröhlich. Ich bin nicht traurig. Ich bin fröhlich. Das ist eine sehr nützliche Regel. Das ist eine sehr nützliche Regel. Absolut. Verneinung ist wichtig. Absolut. Verneinung ist wichtig. Die Grammatik ist wie ein großes Puzzle. Die Grammatik ist wie ein großes Puzzle. Jedes kleine Teil hat seinen Platz. Jedes kleine Teil hat seinen Platz. Und zusammen ergibt es ein verständliches Bild. Und zusammen ergibt es ein verständliches Bild. Ein schönes Bild unserer neuen Sprache. Ein schönes Bild unserer neuen Sprache. Ganz genau so ist es.
Ganz genau so ist es. Ich muss leider bald aufbrechen. Ich muss leider bald aufbrechen. Ich ebenfalls. Es wird Zeit. Ich ebenfalls. Es wird Zeit. Es war wirklich sehr nett mit dir. Es war wirklich sehr nett mit dir. Das fand ich auch. Sehr angenehm. Das fand ich auch. Sehr angenehm. Wir haben heute viel gelernt, finde ich. Wir haben heute viel gelernt, finde ich. Und viel gesprochen und geübt. Und viel gesprochen und geübt. Das ist immer das Wichtigste beim Lernen. Das ist immer das Wichtigste beim Lernen. Ja, die regelmäßige Anwendung. Ja, die regelmäßige Anwendung. Wir sollten das unbedingt wiederholen. Wir sollten das unbedingt wiederholen. Ich bin absolut dafür. Ich bin absolut dafür. Nächste Woche zur gleichen Zeit hier? Nächste Woche zur gleichen Zeit hier? Sehr gerne, das passt mir gut. Sehr gerne, das passt mir gut. Mir auch. Dann ist es ein Date. Mir auch. Dann ist es ein Date. Ein Lerndate, perfekt. Ein Lerndate, perfekt. Dann bis nächste Woche. Dann bis nächste Woche. Tschüss, mach's gut. Tschüss, mach's gut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis bald. Bis bald. Bist du bereit, heute zu lernen? Bist du bereit, heute zu lernen? Ja, ich freue mich darauf. Ja, ich freue mich darauf. Wie fühlst du dich vor der A1-Prüfung? Wie fühlst du dich vor der A1-Prüfung? Ein bisschen nervös, aber motiviert. Ein bisschen nervös, aber motiviert. Möchtest du die Themen besprechen? Möchtest du die Themen besprechen? Gerne, lass uns anfangen. Gerne, lass uns anfangen. Magst du zuerst über Hörverstehen reden? Magst du zuerst über Hörverstehen reden? Ja, das ist oft schwierig für mich. Ja, das ist oft schwierig für mich. Hast du Hörübungen gemacht? Hast du Hörübungen gemacht? Ja, ich höre jeden Tag einfache Dialoge. Ja, ich höre jeden Tag einfache Dialoge. Findest du die Geschwindigkeit zu schnell? Findest du die Geschwindigkeit zu schnell? Manchmal, aber ich stoppe die Aufnahme. Manchmal, aber ich stoppe die Aufnahme. Nutze ich Untertitel, wenn ich lerne? Nutze ich Untertitel, wenn ich lerne? Ja, Untertitel helfen mir sehr. Ja, Untertitel helfen mir sehr. Trinkst du genug Wasser beim Lernen? Trinkst du genug Wasser beim Lernen? Ja, ein Glas steht neben mir. Ja, ein Glas steht neben mir. Machst du Pausen? Machst du Pausen? Alle 25 Minuten stehe ich kurz auf. Alle 25 Minuten stehe ich kurz auf. Okay, das klingt gesund.
Okay, das klingt gesund. Danke. Danke. Hast du dich schon zur Prüfung angemeldet? Hast du dich schon zur Prüfung angemeldet? Ja, ich habe das Formular online ausgefüllt. Ja, ich habe das Formular online ausgefüllt. Wann ist dein Prüfungstermin? Wann ist dein Prüfungstermin? Der Termin ist am 15. Juli um 9 Uhr. Der Termin ist am 15. Juli um 9 Uhr. Weißt du, wo das Prüfungszentrum ist? Weißt du, wo das Prüfungszentrum ist? Ja, es ist in der Goethestraße. Ja, es ist in der Goethestraße. Wie kommst du dorthin? Wie kommst du dorthin? Ich nehme den Bus, Linie 3. Ich nehme den Bus, Linie 3. Hast du den Ausweis vorbereitet? Hast du den Ausweis vorbereitet? Ja, er liegt schon in meiner Tasche. Ja, er liegt schon in meiner Tasche. Brauchen wir einen Bleistift? Brauchen wir einen Bleistift? Nein, Sie geben uns Stifte. Nein, Sie geben uns Stifte. Kostet die Prüfung viel? Kostet die Prüfung viel? Sie kostet 80 Euro. Sie kostet 80 Euro. Hast du schon bezahlt? Hast du schon bezahlt? Ja, per Überweisung. Ja, per Überweisung. Hast du eine Bestätigung erhalten? Hast du eine Bestätigung erhalten? Ja, per E-Mail gestern. Ja, per E-Mail gestern. Gut, dann bist du sicher angemeldet. Gut, dann bist du sicher angemeldet. Genau. Genau. Beim Hörverstehen gibt es 3 Teile, oder? Beim Hörverstehen gibt es 3 Teile, oder? Ja, erst kurze Ansagen, dann Gespräche. Ja, erst kurze Ansagen, dann Gespräche. Verstehst du Bahnansagen gut? Verstehst du Bahnansagen gut? Mit Übung schon. Mit Übung schon. Kannst du ein Beispiel nennen? Kannst du ein Beispiel nennen? Der Zug nach Berlin fährt um 10:30 Uhr ab. Der Zug nach Berlin fährt um 10:30 Uhr ab. Was ist die Frage dazu? Was ist die Frage dazu? Zum Beispiel wann fährt der Zug? Zum Beispiel wann fährt der Zug? Und die Antwort wäre? Und die Antwort wäre? Um 10:30. Um 10:30. Hörst du Unterschiede zwischen 13 und 30? Hörst du Unterschiede zwischen 13 und 30? Ja, das übe ich extra. Ja, das übe ich extra. Benutzt du Kopfhörer beim Training? Benutzt du Kopfhörer beim Training? Ja, das hilft. Ja, das hilft. Wie oft pro Woche übst du Hören? Wie oft pro Woche übst du Hören? 4-mal mindestens. 4-mal mindestens.
Findest du Podcasts nützlich? Findest du Podcasts nützlich? Ja, besonders langsame Podcasts. Ja, besonders langsame Podcasts. Kennst du Deutsch lernen mit Nachrichten? Kennst du Deutsch lernen mit Nachrichten? Ja, das höre ich gerne. Ja, das höre ich gerne. Pause zwischen den Aufgaben ist wichtig, oder? Pause zwischen den Aufgaben ist wichtig, oder? Ja, ich atme tief durch. Ja, ich atme tief durch. Schreibst du Notizen während des Hörens? Schreibst du Notizen während des Hörens? Nur Stichwörter. Nur Stichwörter. Überprüfst du danach die Transkripte? Überprüfst du danach die Transkripte? Immer, so lerne ich neue Wörter. Immer, so lerne ich neue Wörter. Machst du Diktate? Machst du Diktate? Manchmal, das verbessert Rechtschreibung. Manchmal, das verbessert Rechtschreibung. Ist Hintergrundgeräusch ein Problem? Ist Hintergrundgeräusch ein Problem? Nicht mehr, ich übe im Café. Nicht mehr, ich übe im Café. Kannst du kurze Dialoge nachsprechen? Kannst du kurze Dialoge nachsprechen? Ja, das festigt die Aussprache. Ja, das festigt die Aussprache. Welche App benutzt du? Welche App benutzt du? Ich nutze Ankommen ab. Ich nutze Ankommen ab. Hast du Hörbücher ausprobiert? Hast du Hörbücher ausprobiert? Noch nicht, das ist mein nächstes Ziel. Noch nicht, das ist mein nächstes Ziel. Planst du Gruppenübungen? Planst du Gruppenübungen? Vielleicht im Sprachkurs. Vielleicht im Sprachkurs. Super, dann bist du gut vorbereitet. Super, dann bist du gut vorbereitet. Danke für die Tipps. Danke für die Tipps. Lass uns über Lesen sprechen. Lass uns über Lesen sprechen. Gerne. Gerne. Magst du einfache Artikel lesen? Magst du einfache Artikel lesen? Ja, besonders Alltagsthemen. Ja, besonders Alltagsthemen. Benutzt du einen Marker für neue Wörter? Benutzt du einen Marker für neue Wörter? Ja, ich markiere sie gelb. Ja, ich markiere sie gelb. Wie viele neue Wörter lernst du pro Tag? Wie viele neue Wörter lernst du pro Tag? Etwa 10. Etwa 10. Überprüfst du die Bedeutung im Wörterbuch? Überprüfst du die Bedeutung im Wörterbuch? Ja, sofort. Ja, sofort. Schreibst du Beispielsätze? Schreibst du Beispielsätze? Ja, das hilft mir. Ja, das hilft mir. In der Prüfung gibt es Formulare, richtig? In der Prüfung gibt es Formulare, richtig? Genau,
zum Beispiel Anmeldungen. Genau, zum Beispiel Anmeldungen. Kannst du sie schnell ausfüllen? Kannst du sie schnell ausfüllen? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Verstehst du Fahrpläne? Verstehst du Fahrpläne? Ich kann Abfahrtszeiten lesen. Ich kann Abfahrtszeiten lesen. Was bedeutet Einfahrt? Was bedeutet Einfahrt? Das ist die Ankunft des Zuges. Das ist die Ankunft des Zuges. Liest du private Briefe zum Üben? Liest du private Briefe zum Üben? Ja, kurze E-Mails von Freunden. Ja, kurze E-Mails von Freunden. Kennst du die Struktur einer Postkarte? Kennst du die Struktur einer Postkarte? Ja, Gruß, Inhalt, Grüße. Ja, Gruß, Inhalt, Grüße. Wie lange liest du jeden Tag? Wie lange liest du jeden Tag? Ungefähr 30 Minuten. Ungefähr 30 Minuten. Verstehst du Preisschilder im Supermarkt? Verstehst du Preisschilder im Supermarkt? Ja, Preise sind klar. Ja, Preise sind klar. Hast du die Übungstexte vom Goethe-Institut? Hast du die Übungstexte vom Goethe-Institut? Ja, dort gibt es viele Beispiele. Ja, dort gibt es viele Beispiele. Wie testest du dein Verständnis? Wie testest du dein Verständnis? Ich beantworte Fragen zum Text. Ich beantworte Fragen zum Text. Liest du laut vor? Liest du laut vor? Ja, um die Aussprache zu trainieren. Ja, um die Aussprache zu trainieren. Findest du Comics hilfreich? Findest du Comics hilfreich? Sehr, Bilder unterstützen den Sinn. Sehr, Bilder unterstützen den Sinn. Kannst du Überschriften schnell verstehen? Kannst du Überschriften schnell verstehen? Ja, das ist leichter geworden. Ja, das ist leichter geworden. Gut, lesen klingt stabil bei dir. Gut, lesen klingt stabil bei dir. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Schreibfertigkeit ist auch Teil der Prüfung. Schreibfertigkeit ist auch Teil der Prüfung. Ja, und ich übe regelmäßig. Ja, und ich übe regelmäßig. Kannst du einfache Sätze schreiben? Kannst du einfache Sätze schreiben? Ja, im Präsens ohne Probleme. Ja, im Präsens ohne Probleme. Schreibst du E-Mails an Freunde auf Deutsch? Schreibst du E-Mails an Freunde auf Deutsch? Jede Woche eine. Jede Woche eine. Welche Themen wählst du? Welche Themen wählst du? Alltag, Arbeit, Hobbys. Alltag, Arbeit, Hobbys. Achte du auf Groß- und Kleinschreibung? Achte du auf Groß- und Kleinschreibung? Ja, das übe ich. Ja, das übe ich.
Wie überprüfst du deine Texte? Wie überprüfst du deine Texte? Mit einer Korrektur ab. Mit einer Korrektur ab. Hast du einen Tandempartner? Hast du einen Tandempartner? Ja, er korrigiert meine Briefe. Ja, er korrigiert meine Briefe. Kennst du die Struktur eines kurzen Beschwerdebriefs? Kennst du die Struktur eines kurzen Beschwerdebriefs? Ja, Anrede, Problem, Bitte. Ja, Anrede, Problem, Bitte. Kannst du einen Termin vorschlagen? Kannst du einen Termin vorschlagen? Ja, zum Beispiel könnten wir uns am Dienstag treffen? Ja, zum Beispiel könnten wir uns am Dienstag treffen? Benutzt du Konnektoren wie aber? Benutzt du Konnektoren wie aber? Ja, das macht den Text flüssiger. Ja, das macht den Text flüssiger. Schreibst du Postkarten? Schreibst du Postkarten? Ich habe eine an meine Mutter geschrieben. Ich habe eine an meine Mutter geschrieben. Wie viele Wörter braucht die Aufgabe A2? Wie viele Wörter braucht die Aufgabe A2? Etwa 60. Etwa 60. Zählst du die Wörter? Zählst du die Wörter? Ja, am Ende. Ja, am Ende. Nutze du Redemittellisten? Nutze du Redemittellisten? Ja, das spart Zeit. Ja, das spart Zeit. Benutzt du den Perfekt? Benutzt du den Perfekt? Ja, bei vergangenen Erlebnissen. Ja, bei vergangenen Erlebnissen. Kannst du eine Einladung schreiben? Kannst du eine Einladung schreiben? Ja, mit Datum und Uhrzeit. Ja, mit Datum und Uhrzeit. Übst du Handschrift oder Computer? Übst du Handschrift oder Computer? Handschrift, weil die Prüfung so ist. Handschrift, weil die Prüfung so ist. Hast du Angst vor Rechtschreibfehlern? Hast du Angst vor Rechtschreibfehlern? Ein bisschen. Ein bisschen. Was machst du dagegen? Was machst du dagegen? Ich schreibe langsam und sauber. Ich schreibe langsam und sauber. Sehr gut, weiter so. Sehr gut, weiter so. Danke. Danke. Jetzt kommt der mündliche Teil. Jetzt kommt der mündliche Teil. Darauf freue ich mich. Darauf freue ich mich. Magst du dich vorstellen? Magst du dich vorstellen? Ja, ich heiße Anna, komme aus Polen. Ja, ich heiße Anna, komme aus Polen. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Ich bin 28 Jahre alt. Ich bin 28 Jahre alt. Was machst du beruflich? Was machst du beruflich? Ich bin Ingenieurin. Ich bin Ingenieurin. Was sind deine Hobbys? Was sind deine Hobbys? Ich spiele Gitarre und koche gerne. Ich spiele Gitarre
und koche gerne. Frag mich etwas zurück. Frag mich etwas zurück. Woher kommst du? Woher kommst du? Ich komme aus Spanien. Ich komme aus Spanien. Ah, das ist schön. Ah, das ist schön. Kannst du deinen Wohnort beschreiben? Kannst du deinen Wohnort beschreiben? Ja, ich wohne in einer kleinen Stadt. Ja, ich wohne in einer kleinen Stadt. Wie groß ist sie? Wie groß ist sie? Ungefähr 20.000 Einwohner. Ungefähr 20.000 Einwohner. Gibt es dort ein Kino? Gibt es dort ein Kino? Ja, ein kleines. Ja, ein kleines. In der Prüfung zeigen Sie Bilder. In der Prüfung zeigen Sie Bilder. Ja, dann muss man darüber sprechen. Ja, dann muss man darüber sprechen. Kannst du ein Bild beschreiben? Kannst du ein Bild beschreiben? Ja, zum Beispiel ich sehe einen Park. Ja, zum Beispiel ich sehe einen Park. Fragst du danach eine Frage? Fragst du danach eine Frage? Ja, gehst du gern in den Park? Ja, gehst du gern in den Park? Benutzt du Adjektive? Benutzt du Adjektive? Ja, bunt, groß, ruhig. Ja, bunt, groß, ruhig. Achte du auf Aussprache? Achte du auf Aussprache? Ja, jeden Tag übe ich Laute. Ja, jeden Tag übe ich Laute. Kannst du langsam sprechen? Kannst du langsam sprechen? Ja, in der Prüfung spreche ich deutlich. Ja, in der Prüfung spreche ich deutlich. Stellst du Fragen an den Partner? Stellst du Fragen an den Partner? Ja, das gibt Punkte. Ja, das gibt Punkte. Kannst du um Wiederholung bitten? Kannst du um Wiederholung bitten? Ja, können Sie das bitte wiederholen? Ja, können Sie das bitte wiederholen? Verstehst du die Prüfungsanweisungen? Verstehst du die Prüfungsanweisungen? Ja, ich kenne sie auswendig. Ja, ich kenne sie auswendig. Dann bist du fast ready. Dann bist du fast ready. Ich hoffe, ja. Ich hoffe, ja. Lass uns Grammatik wiederholen. Lass uns Grammatik wiederholen. Gerne. Gerne. Kennst du den Artikel von Tisch? Kennst du den Artikel von Tisch? Der Tisch. Der Tisch. Und Plural? Und Plural? Die Tische. Die Tische. Kannst du Possessivpronomen nutzen? Kannst du Possessivpronomen nutzen? Ja, mein, dein, sein. Ja, mein, dein, sein. Bilde einen Satz mit mein. Bilde einen Satz mit mein. Das ist mein Buch. Das ist mein Buch. Perfekt von gehen?
perfekt von gehen? Ich bin gegangen. Ich bin gegangen. Hast du trennbare Verben geübt? Hast du trennbare Verben geübt? Ja, aufstehen, einkaufen. Ja, aufstehen, einkaufen. Sag einen Satz mit aufstehen. Sag einen Satz mit aufstehen. Ich stehe um 7 Uhr auf. Ich stehe um 7 Uhr auf. Wie bildet man Fragen im Präsens? Wie bildet man Fragen im Präsens? Verb zuerst, dann Subjekt. Verb zuerst, dann Subjekt. Zum Beispiel? Zum Beispiel? Kommst du morgen? Kommst du morgen? Kennst du Akkusativpräpositionen? Kennst du Akkusativpräpositionen? Ja, durch, für, ohne. Ja, durch, für, ohne. Sag einen Satz mit für. Sag einen Satz mit für. Ich kaufe ein Geschenk für dich. Ich kaufe ein Geschenk für dich. Wie funktioniert der Dativ? Wie funktioniert der Dativ? Mit bestimmten Verben oder Präpositionen. Mit bestimmten Verben oder Präpositionen. Beispiel mit? Beispiel mit? Ich fahre mit dem Auto. Ich fahre mit dem Auto. Hast du schon Weil-Sätze gelernt? Hast du schon Weil-Sätze gelernt? Ja, ich lerne, weil ich in Deutschland lebe. Ja, ich lerne, weil ich in Deutschland lebe. Setzt du das Verb am Ende? Setzt du das Verb am Ende? Ja, bei weil immer. Ja, bei weil immer. Kennst du Modalverben? Kennst du Modalverben? Ja, müssen, können, wollen. Ja, müssen, können, wollen. Satz mit müssen? Satz mit müssen? Ich muss heute arbeiten. Ich muss heute arbeiten. Übst du Vergleichsformen? Übst du Vergleichsformen? Ja, groß, größer, am größten. Ja, groß, größer, am größten. Super, sehr gut. Super, sehr gut. Danke. Danke. Lernst du thematische Wortlisten? Lernst du thematische Wortlisten? Ja, zum Beispiel Lebensmittel. Ja, zum Beispiel Lebensmittel. Wie sagt man oi Apple auf Deutsch? Wie sagt man oi Apple auf Deutsch? Der Apfel. Der Apfel. Und Bill im Restaurant? Und Bill im Restaurant? Die Rechnung. Die Rechnung. Wie bestellst du Wasser? Wie bestellst du Wasser? Ich hätte gern ein Glas Wasser. Ich hätte gern ein Glas Wasser. Sag einen Satz mit kalt. Sag einen Satz mit kalt. Das Wasser ist kalt. Das Wasser ist kalt. Kennst du Zahlen bis 1000? Kennst du Zahlen bis 1000?
Ja, das kann ich fließend. Ja, das kann ich fließend. Wie buchstabierst du Deutsch? Wie buchstabierst du Deutsch? D. E. U. T. S. C. H. Fragst du nach dem Preis? Fragst du nach dem Preis? Ja, was kostet das? Ja, was kostet das? Bedankst du dich korrekt? Bedankst du dich korrekt? Ja, ich sage vielen Dank. Ja, ich sage vielen Dank. Jetzt probieren wir etwas B1-Niveau. Jetzt probieren wir etwas B1-Niveau. Okay, ich bin gespannt. Okay, ich bin gespannt. Weißt du, wie man einen Relativsatz bildet? Weißt du, wie man einen Relativsatz bildet? Ja, mit der, die, das und Verb am Ende. Ja, mit der, die, das und Verb am Ende. Satz, das ist der Mann, hier arbeitet. Satz, das ist der Mann, hier arbeitet. Der hier arbeitet. Der hier arbeitet. Kannst du einen Konjunktivwunsch formulieren? Kannst du einen Konjunktivwunsch formulieren? Ja, ich hätte gern mehr Zeit. Ja, ich hätte gern mehr Zeit. Benutzt du schon obwohl? Benutzt du schon obwohl? Ja, obwohl es regnet, gehe ich spazieren. Ja, obwohl es regnet, gehe ich spazieren. Kennst du trennbare und untrennbare Verben unterscheiden? Kennst du trennbare und untrennbare Verben unterscheiden? Ja, zum Beispiel ansehen und verstehen. Ja, zum Beispiel ansehen und verstehen. Satz mit Verstehen imperfekt. Satz mit Verstehen imperfekt. Ich habe dich nicht verstanden. Ich habe dich nicht verstanden. Kannst du über Erfahrungen berichten? Kannst du über Erfahrungen berichten? Ja, ich habe letztes Jahr Deutsch gelernt. Ja, ich habe letztes Jahr Deutsch gelernt. Benutzt du indirekte Fragen? Benutzt du indirekte Fragen? Ja, kannst du mir sagen, wo der Bahnhof ist? Ja, kannst du mir sagen, wo der Bahnhof ist? Findest du diese Strukturen schwierig? Findest du diese Strukturen schwierig? Ein bisschen, aber Übung hilft. Ein bisschen, aber Übung hilft. Fühlst du dich jetzt sicherer? Fühlst du dich jetzt sicherer? Ja, deutlich. Ja, deutlich. Was wirst du heute noch üben? Was wirst du heute noch üben? Hör verstehen und schreiben. Hör verstehen und schreiben. Machst du morgen einen Probetest? Machst du morgen einen Probetest? Ja, um 9 Uhr. Ja, um 9 Uhr. Was ist dein Zielscore? Was ist dein Zielscore? Mindestens 80%. Mindestens 80%. Glaubst du, dass du das schaffst?
Glaubst du, dass du das schaffst? Ja, mit diesem Plan. Ja, mit diesem Plan. Wirst du genug schlafen? Wirst du genug schlafen? Ja, 8 Stunden. Ja, 8 Stunden. Isst du ein gutes Frühstück vor der Prüfung? Isst du ein gutes Frühstück vor der Prüfung? Ja, Brot und Obst. Ja, Brot und Obst. Nimmst du einen Stift extra mit? Nimmst du einen Stift extra mit? Ja, zur Sicherheit. Ja, zur Sicherheit. Wirst du tief durchatmen, bevor es losgeht? Wirst du tief durchatmen, bevor es losgeht? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich drücke dir die Daumen. Ich drücke dir die Daumen. Danke, ich gebe mein Bestes. Danke, ich gebe mein Bestes. Setz dich mal, Lisa. Setz dich mal, Lisa. Ich sitze schon, Mama. Ich sitze schon, Mama. Ich habe eine lustige Geschichte. Ich habe eine lustige Geschichte. Erzähl sie, bitte. Erzähl sie, bitte. Alles spielt hier im Wohnzimmer. Alles spielt hier im Wohnzimmer. Gut, wir bleiben hier. Gut, wir bleiben hier. Es geht um die Katze Max. Es geht um die Katze Max. Die immer bellt? Die immer bellt? Genau die. Genau die. Das wird spannend. Das wird spannend. Max dachte, er sei ein Hund. Max dachte, er sei ein Hund. Warum dachte er das? Warum dachte er das? Weil er Hunde bewunderte. Weil er Hunde bewunderte. Ich bewundere auch Hunde. Ich bewundere auch Hunde. Jeden Morgen bellte Max laut. Jeden Morgen bellte Max laut. Die Nachbarn waren genervt. Die Nachbarn waren genervt. Doch niemand verstand sein Miauen. Doch niemand verstand sein Miauen. Arme Nachbarn. Arme Nachbarn. Max übte das Bellen heimlich. Max übte das Bellen heimlich. Hat es geklappt? Hat es geklappt? Er klang eher wie ein quietschendes Spielzeug. Er klang eher wie ein quietschendes Spielzeug. Das ist lustig. Das ist lustig. Die Maus Tina lachte über ihn. Die Maus Tina lachte über ihn. Oh nein, wurde er traurig? Oh nein, wurde er traurig? Ja, ein bisschen. Ja, ein bisschen. Dann habe ich Mitleid. Dann habe ich Mitleid. Tina sagte, bleib eine Katze.
Tina sagte, bleib eine Katze. Reiseworte von Tina. Reiseworte von Tina. Max hörte aber nicht zu. Max hörte aber nicht zu. Typisch sturer Kater. Typisch sturer Kater. Er trug sogar ein Hundehalsband. Er trug sogar ein Hundehalsband. Sah das lustig aus? Sah das lustig aus? Sehr lustig und viel zu groß. Sehr lustig und viel zu groß. Ich stelle es mir vor. Ich stelle es mir vor. Eines Tages sah Max einen echten Hund. Eines Tages sah Max einen echten Hund. War er erschrocken? War er erschrocken? Der Hund bellte laut. Der Hund bellte laut. Bestimmt zitterte Max. Bestimmt zitterte Max. Max bellte zurück. Max bellte zurück. Mutiger Kater. Mutiger Kater. Der Hund war verwirrt. Der Hund war verwirrt. Verständlich. Verständlich. Er dachte, Max sei ein Minihund. Er dachte, Max sei ein Minihund. Zu süß. Zu süß. Dann schnupperte er an Max. Dann schnupperte er an Max. Hat Max gekratzt? Hat Max gekratzt? Nein, Max miaute leise. Nein, Max miaute leise. Jetzt merkt er ist eine Katze. Jetzt merkt er ist eine Katze. Der Hund lachte bellend. Der Hund lachte bellend. Hunde können lachen. Hunde können lachen. Im Herzen, ja. Im Herzen, ja. Schön gesagt. Schön gesagt. Max schämte sich. Max schämte sich. Armer Max. Armer Max. Er rannte nach Hause. Er rannte nach Hause. Ohne Halsband? Ohne Halsband? Das Halsband verlor er unterwegs. Das Halsband verlor er unterwegs. Symbolisch, oder? Symbolisch, oder? Sehr symbolisch. Sehr symbolisch. Gefällt mir. Gefällt mir. Zu Hause wartete Tina. Zu Hause wartete Tina. Bereit zum Trösten? Bereit zum Trösten? Ja, sie lächelte. Ja, sie lächelte. Freundschaft ist wichtig. Freundschaft ist wichtig. Sie brachte ihm Milch. Sie brachte ihm Milch. Gute Maus.
Gute Maus. Max miaute dankbar. Max miaute dankbar. Endlich miaut er. Endlich miaut er. Tina sagte, sei du selbst. Tina sagte, sei du selbst. Die beste Lektion. Die beste Lektion. Max nickte. Max nickte. Katzen können nicken. Katzen können nicken. In Geschichten schon. In Geschichten schon. Dann glaube ich es. Dann glaube ich es. Seitdem miaut Max glücklich. Seitdem miaut Max glücklich. Und die Nachbarn? Und die Nachbarn? Sie schlafen jetzt besser. Sie schlafen jetzt besser. Gute Nachricht. Gute Nachricht. Max hilft Tina beim Käseklauen. Max hilft Tina beim Käseklauen. Nicht sehr moralisch. Nicht sehr moralisch. Aber er teilt brav. Aber er teilt brav. Teilen ist nett. Teilen ist nett. Tina gibt ihm Lektionen. Tina gibt ihm Lektionen. Welche Lektionen? Welche Lektionen? Lektion 1 sei ehrlich. Lektion 1 sei ehrlich. Richtig. Richtig. Lektion 2 sei freundlich. Lektion 2 sei freundlich. Auch richtig. Auch richtig. Lektion 3 sei zufrieden. Lektion 3 sei zufrieden. Lieblingslektion. Lieblingslektion. Max merkt, Glück ist innen. Max merkt, Glück ist innen. Wahre Weisheit. Wahre Weisheit. Er braucht kein Bellen. Er braucht kein Bellen. Genau. Genau. Tina lobt ihn. Tina lobt ihn. Lob tut gut. Lob tut gut. Max schnurrt laut. Max schnurrt laut. Ich höre es fast. Ich höre es fast. Die Moral ist klar. Die Moral ist klar. Sag sie laut. Sag sie laut. Bleib du selbst, egal was andere tun. Bleib du selbst, egal was andere tun. Schön und simpel. Schön und simpel. Sei mutig, aber kenne deine Natur. Sei mutig, aber kenne deine Natur. Gute Ergänzung. Gute Ergänzung. Und schätze Freunde, die dich akzeptieren. Und schätze Freunde, die dich akzeptieren. Genau so.
Genauso. Lisa, verstehst du alles? Lisa, verstehst du alles? Ja, alles klar. Ja, alles klar. Willst du Max mal sehen? Willst du Max mal sehen? Ist er hier? Ist er hier? Nein, nur in Gedanken. Nein, nur in Gedanken. Gedankenkatzen sind leise. Gedankenkatzen sind leise. Magst du Geschichten mit Katzen? Magst du Geschichten mit Katzen? Ja, sehr sogar. Ja, sehr sogar. Ich auch, weil sie charmant sind. Ich auch, weil sie charmant sind. Und komisch. Und komisch. Katzen bringen uns zum Lachen. Katzen bringen uns zum Lachen. Und zum Nachdenken. Und zum Nachdenken. Max zeigt, dass Fehler okay sind. Max zeigt, dass Fehler okay sind. Fehler machen stark. Fehler machen stark. Tina zeigt, dass Freunde helfen. Tina zeigt, dass Freunde helfen. Hilfe ist Gold wert. Hilfe ist Gold wert. Beide zusammen sind ein gutes Team. Beide zusammen sind ein gutes Team. Teamarbeit hockt. Teamarbeit hockt. Hast du einen Lieblingsmoment? Hast du einen Lieblingsmoment? Der quietschende Bella. Der quietschende Bella. Ja, das war komisch. Ja, das war komisch. Ich lache noch. Ich lache noch. Lachen ist gesund. Lachen ist gesund. Besser als Medizin. Besser als Medizin. Darum erzähle ich dir Geschichten. Darum erzähle ich dir Geschichten. Bitte erzähl mehr. Bitte erzähl mehr. Aber zuerst die Moral aufschreiben. Aber zuerst die Moral aufschreiben. Gute Idee. Gute Idee. Hol Papier und Stift. Hol Papier und Stift. Schon geholt. Schon geholt. Schreib, sei du selbst. Schreib, sei du selbst. Geschrieben. Geschrieben. Schreib, sei freundlich. Schreib, sei freundlich. Auch geschrieben. Auch geschrieben. Schreib, schätze Freunde. Schreib, schätze Freunde. Fertig. Fertig. Sehr gut, Lisa. Sehr gut, Lisa. Danke, Mama. Danke, Mama.
Jetzt hängen wir es auf. Jetzt hängen wir es auf. Über den Schreibtisch. Über den Schreibtisch. Genau da. Genau da. Perfekt. Perfekt. So erinnerst du dich. So erinnerst du dich. Jeden Tag. Jeden Tag. Geschichten helfen beim Lernen. Geschichten helfen beim Lernen. Stimmt total. Stimmt total. Vor allem einfache Sätze. Vor allem einfache Sätze. Leicht zu merken. Leicht zu merken. Darum spreche ich langsam. Darum spreche ich langsam. Ich höre gern zu. Ich höre gern zu. Möchtest du wiederholen? Möchtest du wiederholen? Ja, darf ich? Ja, darf ich? Bitte. Bitte. Bleib du selbst. Bleib du selbst. Sehr gut ausgesprochen. Sehr gut ausgesprochen. Dankeschön. Dankeschön. Noch einmal. Noch einmal. Sei freundlich. Sei freundlich. Perfekt. Perfekt. Wiederholung hilft. Wiederholung hilft. Letztes Mal. Letztes Mal. Schätze Freunde. Schätze Freunde. Hervorragend. Hervorragend. Ich merke es mir. Ich merke es mir. Was lernst du daraus? Was lernst du daraus? 3 wichtige Dinge. 3 wichtige Dinge. Nenne sie. Nenne sie. Sei du selbst, sei freundlich, schätze Freunde. Sei du selbst, sei freundlich, schätze Freunde. Super. Super. Danke, Mama. Danke, Mama. Geschichten machen Spaß. Geschichten machen Spaß. Und schlau. Und schlau. Das stimmt. Das stimmt. Können wir klatschen? Können wir klatschen? Ja, zur Feier. Ja, zur Feier. Klatsch, klatsch. Klatsch, klatsch. Gut gemacht. Gut gemacht. Gemeinsam. Gemeinsam. Jetzt trinken wir Tee. Jetzt trinken wir Tee. Grüner Tee. Grüner Tee. Ja, mit Honig. Ja, mit Honig.
Lecker. Lecker. Und wir denken an Max. Und wir denken an Max. Und Tina. Und Tina. Sie sind gute Beispiele. Sie sind gute Beispiele. Für jedes Alter. Für jedes Alter. Erinnern wir uns daran. Erinnern wir uns daran. Immer. Immer. Möchtest du morgen eine neue Geschichte? Möchtest du morgen eine neue Geschichte? Sehr gern. Sehr gern. Dann überlege ich mir eine. Dann überlege ich mir eine. Ich freue mich. Ich freue mich. Vielleicht mit einem tollpatschigen Pinguin. Vielleicht mit einem tollpatschigen Pinguin. Klingt lustig. Klingt lustig. Aber die Moral bleibt ähnlich. Aber die Moral bleibt ähnlich. Natürlich. Natürlich. Gut, dann ist die Stunde vorbei. Gut, dann ist die Stunde vorbei. Schon vorbei? Schon vorbei? Ja, Zeit fliegt. Ja, Zeit fliegt. Wie Max dachte, er fliegt? Wie Max dachte, er fliegt? Genau. Genau. Schönes Wortspiel. Schönes Wortspiel. Also, lass uns Tee holen. Also, lass uns Tee holen. Ich hole die Tassen. Ich hole die Tassen. Und ich den Honig. Und ich den Honig. Teamarbeit. Teamarbeit. Wir sehen uns gleich hier. Wir sehen uns gleich hier. Ich renne nicht weg. Ich renne nicht weg. Gut. Gut. Bis gleich. Bis gleich. Warte, noch eine Sache. Warte, noch eine Sache. Ja. Ja. Lächeln nicht vergessen. Lächeln nicht vergessen. Schon passiert. Schon passiert. Dein Lächeln ist stark. Dein Lächeln ist stark. Das freut mich. Das freut mich. Okay, jetzt wirklich Tee. Okay, jetzt wirklich Tee. Los geht's. Los geht's. Ende der Geschichte. Ende der Geschichte. Aber nicht Ende des Tages. Aber nicht Ende des Tages. Richtig. Richtig. Abenteuer warten. Abenteuer warten.
Aber eins nach dem andern. Aber eins nach dem andern. Klar. Klar. Das war unsere Lektion. Das war unsere Lektion. Eine gute Lektion. Eine gute Lektion. Ich bin stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich. Ich auch auf dich. Ich auch auf dich. Danke, meine Kleine. Danke, meine Kleine. Danke, meine Große. Danke, meine Große. Jetzt entspannen wir. Jetzt entspannen wir. Ich mag Entspannung. Ich mag Entspannung. Also tief einatmen. Also tief einatmen. Und ausatmen. Und ausatmen. Fühlst du dich gut? Fühlst du dich gut? Sehr gut. Sehr gut. Perfekt. 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 Das war die Geschichte von Max. Das war die Geschichte von Max. Die Moral bleibt im Herzen. Die Moral bleibt im Herzen. Und in unserem Zimmer. Und in unserem Zimmer. Für immer. Für immer. Jetzt Teepause. Jetzt Teepause. Juhu. Juhu. Ende. 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 Ende.